Schnappt euch das Heißgetränk eurer Wahl, macht's euch gemütlich, wir reden über Cozy Games. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Pixel Buddies Podcast. Schön, dass ihr wieder da seid und schön, dass auch ihr wieder da seid. Heute mit in der Runde Tristan und Kira. Hi. Hallo. Habt ihr es euch auch gemütlich gemacht und seid bereit für unseren gemütlichen Plausch zum Thema Cozy Games? Voll. Ich habe mich Ich habe stark kein vorbereitet. Heißgetränk. Nee, Heißgetränk auch nicht. Es war zu warm heute für Heißgetränk. Ich habe kühlen Apfelwein, allerdings alkoholfrei. Ja, wir haben gedacht, wir reden über Cozy Games. Anlass dazu war, glaube ich, ist mir die Idee gekommen schon vor ein paar Wochen, als ein Spiel rauskam. Das hatte auch Michi, glaube ich, gespielt, namens Wonderstop, in dem es auch um Tee geht. Ja, und da ist mir so die Idee gekommen, dass wir eigentlich mal über dieses Genre und die Faszination an Cozy Games an sich mal sprechen können, weil wir damals schon so beiläufig mal drüber geredet haben, was das Spiel besonders macht und was es gut macht. Und ja, dann dachte ich, können wir das eigentlich mal zum Anlass nehmen und da ein bisschen drüber sprechen. Wenn ihr Cozy Games hört, um mal kurz einen Einstieg zu geben, ich meine, da hat natürlich jeder ein bisschen eine persönliche Meinung zu und wir haben auch schon im Vorgespräch gemerkt, ihr habt eure ganz eigene Definition, was für euch Cozy Games sind, da kommen wir später noch zu. Aber ja, was versteht ihr allgemein unter Cozy Games? Was kommt euch da in den Sinn und was macht das eurer Meinung nach aus? Ich glaube, wie du gerade schon gesagt hast, wir haben, glaube ich, unterschiedliche Definitionen von Cozy Games. Aber es gibt ja auch einfach richtige Cozy Games, ähm, wie zum Beispiel, was du auch auf der Liste hast und was ich erst letztens gespielt habe, Unpacking. Ja, also wirklich ein Spiel, was sehr gemächlich ist, wo man ähm, sehr frei ist auch in der Entfaltung, wo man einfach drauf loszocken kann, und ich bin jetzt mal ganz ketzerisch, was einige Leute vielleicht auch als langweilig bezeichnen würden. Zum Beispiel meine Mhm. Frau, der ich Unpacking gezeigt habe und die sehr schnell damit aufgehört hat. Ich dachte, das wäre vielleicht was für sie. Ich glaube, das ist auch, 'ne Richtung, die muss man mögen. Also, das sind, glaube ich, so diese offiziellen Cozy Games. Und dann gibt's noch das, was ich sage, so persönliche Cozy Games, wo ich gar nicht zu sehr vorgreifen will. Ich glaube, da werden wir nachher noch genug drüber reden, aber ich glaube, es gibt auch einfach so Cozy Games, also Wohlfühlspiele für einen selber, sei es aus Nostalgie, weil man das als Kind immer gespielt hat oder weil man das Spiel so gut kennt, dass man das quasi, blind speedrunnen könnte theoretisch, wo man einfach immer wieder zurückkehrt, wenn jetzt so der Alltag stressig ist oder sowas. Also, was gar nicht per Definition 'n Cozy Game ist, sondern nur für einen persönlich. Ja, Ja, Kira, ist bei dir? also grundlegend würde ich dem soweit auch erstmal zustimmen. Ganz nebenbei gesagt, ich habe Unpacking geliebt. Äh, Auch. Ist definitiv eins von den, ich sage jetzt mal, offiziellen Cozy Games, die bei mir wirklich eingeschlagen haben. Ähm, aber ich wollte an der Stelle gerne noch mal einwerfen, was, Michi vorhin noch gesagt hat. Der wollte heute eigentlich dabei sein, konnte dann aber leider doch nicht, weil er jetzt krank ist. Und da hat er, darauf hingewiesen, dass in seiner Meinung Cozy Games bedeutet Entspannung, das Gefühl, man sitzt bei Regen in einem gepolsterten Erker mit einer Tasse Tee und der Kamin knistert. Keine Dinge, die gerade wichtig sind. Und das fand ich eine sehr schöne Beschreibung, weil, ja, so stelle ich mir auch, also, das ist Epitome of Coziness in meinen Augen. Und Ja, ist geil. das sind dann so Sachen wie Unpacking, wenn das so ganz langsam und gemächlich und genau so schnell, wie ich das möchte. Und da ist es ja auch so, dass du das Level, das wird nicht einfach abgeschlossen, du bestimmst, wann es zu Ende ist. Mhm. Und, in dem Sinne passt es da schon genau rein. Aber wir wollen ja auch heute noch darüber sprechen, wie Cozy eben auch was anderes bedeuten kann, so wie Tristan gerade gesagt hat, zum Beispiel Spiele, die sich cozy anfühlen aus Nostalgie zum Beispiel. Ja. Ähm, Auch wenn die vielleicht gar nicht so langsam und gemächlich und in deinem eigenen Tempo sind. Ja, Foreshadowing. ich glaube, Nostalgie ist ein ganz großer Faktor und auch in den tatsächlichen Cozy Games, per Definition, wird ja immer mit Nostalgie gespielt, ob das jetzt über einen Pixel-Look ist oder vielleicht auch modernererweise ein bisschen über den Low-Poly-Look, was eher so an PlayStation 1 Zeiten erinnert.
Aber ja, da war schon viel Richtiges dabei, sage ich mal. Was ich auch so empfinde, ist halt klar die langsame Spielweise und dass kein Druck herrscht. Ihr habt schon gesagt, du schließt selber das Unpacking habe ich jetzt nicht gespielt, aber hatte ich auch mal auf dem Schirm, dass man da selber das Level abschließt und selber entscheidet, wann es weitergeht und so weiter. Und ich glaube, auch bei Wonderstop war es auch so, da gibt es auch wenig Druck. Ich habe mir das jetzt von Michi ein paar Notizen schicken lassen, dass es da auch kein Zeitdruck gibt, was bei anderen offiziellen Cozy Games ja auch anders ist. Ja, aber das ist schon mal ein großer Aspekt davon. Und meistens hast du natürlich noch irgendwie in der Ästhetik ein bisschen was, keine Ahnung, warme Farben und eher Mhm. was Heimliches, also was Gemütliches. Pixel-Look ist ja meistens auch mit ganz vorne dabei, um halt auch die Nostalgie anzusprechen. Ja, und diese gemächliche Spielweise. Aber das ist auch richtig, was Michi sagte. Auch so ein bisschen die Umgebung, in der man spielt, finde ich ist auch immer wichtig. Ich bin lange kein PC-Spieler gewesen und hab vorrangig Konsole gespielt und fand das eigentlich auch immer schöner, auf der Couch zu spielen mit einer Decke und egal welches Spiel, auch Mhm. jetzt Souls-Spiele oder sonst irgendwas, habe ich immer lieber auf der Couch gespielt, weil ich es einfach gemütlicher fand und obwohl ich keinen klassischen Bürojob hatte, fand ich es immer schöner, auf der Couch zu spielen, als an einem Schreibtisch, an einem PC. Das finde ich, kommt für mich auch immer noch ein bisschen dazu. Das ist ja jetzt aber eher so Nebengleis, wie gemütlich man sich selber macht beim Spielen. Ich kann mir das gut vorstellen, so wie du das sagst. Und in dem Moment, wo du es gesagt hast, habe ich mir zuerst so gedacht: „Oh, ist mir eigentlich voll egal. Wenn ich ein gutes Spiel spiele, bin ich da so drin, dass alles drumherum Mhm. eigentlich weg ist.“ Aber andererseits hast du ja eben schon recht. Bei mir ist es nur so ein bisschen, ich hatte halt, äh, wenn ich so zurückdenke, wenn ich eine Konsole hatte als Kind, dann war die immer, also, die war halt nicht im Wohnzimmer. Die war im Esszimmer, stand so 'n kleiner Röhrenfernseher und da durfte ich Konsole anschließen und dann habe ich da auf so 'nem Stuhl gehockt und gespielt. Das war nicht so cozy, ehrlich gesagt. Ähm, aber wenn ich so an heute denke, wenn ich so aufm Sofa sitze und, Switch spiele, dann, Mhm. ja, gehe ich da eigentlich voll mit. Ja, das habe ich auch gemerkt, seit letztem Jahr, wo ich Steam Deck gekauft habe und, das war wann habe ich's gekauft? Irgendwann im Herbst, glaube ich. Ne, war schon Sommer, als wir 'n Hund bekommen hatten. Und dann den Winter und, wir haben tatsächlich 'n Kamin, schön vorm Kamin zu sitzen auf der Couch, das war schon sehr geil. Da habe ich auch tatsächlich lieber das Steam Deck genommen und saß auf der Couch, als den Fernseher zu benutzen, der eigentlich auch da stünde. Hm. Das war schon ganz cool. Ja, das macht auf jeden Fall 'n bisschen was aus. Am besten natürlich noch mit 'nem gemütlichen Spiel auch dabei. Ja, cool. Tristan, wie ist bei dir? Macht das für dich einen Unterschied, wo du spielst? Machst du es dir gemütlich dabei? Ja, das macht tatsächlich 'n großen Unterschied, weil ich bin eigentlich auch, eher der Konsolenspieler. Mein, Computer ist ja auch per langem HDMI-Kabel quer durch den Raum mit dem Fernseher verbunden, aus gutem Grund. Ich spiele zwar auch gerne am Computer, gerade weil ich da auch den großen 32:9 Monitor und so was habe, das mag ich auch, aber, Fernseher ist da je nach Spiel dann doch lieber, das, was ich mehr wähle oder per MetaQuest mache ich im Kino oder sowas oder virtuell im großen Hm. Fernseher und flätze mich dann ins Bett oder sowas. Das mache ich auch sehr gerne. Was auch sehr geil kommt, wenn du in 'nem großen Kinosaal bist, während du in deinem Bett liegst. Kann ich nur empfehlen an alle Quest-Besitzer. Ich Ähm, weiß nicht, ich finde das nie gemütlich, in 'nem leeren Kinosaal alleine zu sitzen. Das hatte für mich immer eher was Unheimliches. Ich fände das gut, glaube ich. ja, ist also, Also, ich da finde es geil. da gibt's auch andere Umgebungen, die gemütlicher sind in dieser Quest-Umgebung, aber die Funktion ist ganz cool, das stimmt schon. Ja. Ja, du man kann ja auch, vor 'nem virtuellen, Tisch sitzen oder so was, ne, in so 'nem Penthouse-Apartment, so was gibt's ja verschiedene Mhm. Sachen. Ist aber auch sehr cool, wenn man's sich eben cozy machen will, dass man da auch, unterschiedliche Umgebungen hat, die einem vielleicht mehr ansprechen, ne? Jetzt, zum Beispiel entweder das große leere Kino oder das Penthouse oder so was, ist schon sehr cool. Ähm, aber im Endeffekt ist am wichtigsten eigentlich, dass ich's gemütlich habe vom Sitzen her. Das habe ich auch am Schreibtisch, und 'n gutes Spiel, das ist am wichtigsten. Ja, das auf jeden Fall. Ja, cool. Dann haben wir das schon mal besprochen. Das war nur so 'n Seitengleis, auf das ich noch mal hinaus wollte. Ansonsten, ja, würde ich sagen, können wir eigentlich mal
so ein bisschen auf die Spiele eingehen. Habt ihr denn ich würde erstmal, um 'nen Übergang zu bekommen habt ihr denn Spiele, die ihr mögt, also die per Definition Cozy Games sind? Ja, also das Unpacking, da greife ich bei Kira wahrscheinlich jetzt auch vor, weil sie schon gesagt hat, sie findet es so toll. Unpacking finde ich, ist auch grundsätzlich ein super Spiel, weil, für mich war das gar nicht so cozy, weil ich überdenke sowas immer viel zu sehr und habe dann viel zu viel nachgedacht: wie mache ich jetzt hier den einen Ball? Ist das jetzt doch eher was, was der Charakter oft benutzt und eher rumliegt, oder ist das was Oh er nein. sich als Dekoration also ganz, ganz schlimm. Also, da komme ich nachher auch noch zu. Cozy Games stressen mich leider viel zu sehr, weil ich sowas immer viel zu sehr überdenke. Aber ich fand Mhm. Unpacking toll, weil Unpacking hat einerseits eine eigene Geschichte erzählt, weil man begleitet ja eine Person, über verschiedene Lebensstadien, also je nach Umzug und sowas wird älter und man begleitet diese Person. Aber man erzählt auch ein bisschen so die eigene Geschichte der Person, weil man ja bestimmt, wie das Zimmer oder die Wohnung eingerichtet wird. Und das, fand ich super cool, war sehr, sehr interessant, wenn ich es nicht gerade überdacht habe, wie gesagt. Und mein anderes, absolutes Lieblings-Cozy-Game, Townscaper. Also, ich weiß nicht, wie viele Stunden Townscaper ich gespielt habe und einfach drauf los 'ne Stadt gebaut habe. Also, wer das nicht kennt, das ist ein City-Building-Game, aber ohne irgendwelche Mechaniken, was Wirtschaft oder sowas angeht oder auch Population oder so, sondern man setzt einfach nur Häuser und daraus ergeben sich dann dynamisch auch Straßen und Gärten und sowas und, deswegen das Escaping, also man modelliert eigentlich nur. Es gibt kein Mhm. Ziel, gibt es nicht. Es gibt keine Mission oder sonst irgendwas, sondern du kriegst einfach nur ein leeres Meer, auf dem du so eine Hafenstadt bauen kannst und das war's. Und da habe ich auch viel zu viel Zeit rein investiert, einfach weil ich Spaß dran hatte, 'ne Stadt zu bauen, mir eigene Sachen im Kopf dafür auszudenken, so das Viertel ist jetzt, dafür da, das Viertel ist dafür da kommt die Burg hin und sowas und bla bla bla. Ähm, äh, Das ist super toll und da komme ich auch immer mal wieder gerne zurück, so für ein halbes Stündchen, einfach wenn ich mal ein bisschen abschalten will und ich meine, dafür sind ja Cozy Games eben da. Dieses, ne, vom Alltag mal ein bisschen runterkommen. Und ich glaube, da ist Townscaper, wenn einem sowas gefällt, super, aber hier, das habe ich ja vorhin schon gesagt, Ketzer würden sagen, sowas ist langweilig. Wenn jemand sagt: „Was ist denn der Sinn davon?“ Das kann ich auch Mhm. absolut nachvollziehen. Ja, ein bisschen nachvollziehen kann ich's. Ich habe da auch drüber gelesen, dass es da eine ähnliche Diskussion gab wie damals zu den, Walking Simulatoren, Ja. die ich persönlich damals keine Ahnung, das muss um 13, 14, 15 vielleicht gewesen sein. Da sind die ziemlich aus, der Erde gesprossen überall und die habe ich auch viele mitgenommen, war auch viel Schrott dabei, aber da habe ich auch damals schon die Diskussion gehört: „Ja, was ist überhaupt der Sinn dahinter? Du läufst ja nur rum, ist doch voll langweilig.“ Ja, es gab auch welche, da war die Kritik berechtigt, weil einfach die Story das auch nicht getragen hat oder nicht wettgemacht hat. Aber da waren auch schöne Dinge dabei und, ja, Vanishing of Ethan Carter fällt mir gerade ein. Würde ich jetzt nicht als klassisches Cozy Game bezeichnen, aber da habe ich die Kritik damals auch gehört, was da überhaupt, der Sinn ist oder was daran Spaß macht. Ja, ich denke Ko sowieso, dass der Kern von 'nem Cozy Game einfach oder nicht einfach nur es wird 'n Cozy Game, wenn du entscheidest, dass es sich für dich cozy anfühlt. ja, ja, das auf jeden Fall, klar. Ähm, Ich hatte noch, gelesen bei Unpacking, ist es so, dass es 'n gestalterisches Element hat, weil du sagtest, du überlegst, ob du den Ball da oder dorthin legst. Ich dachte, es wäre eher 'n Puzzlespiel, du musst finden, wo der Ball Nein, hingehört. das ist das Nein. Coole daran. Also, Ah, okay. du kriegst einfach diese Kisten, deswegen auch Unpacking. Also, es gibt immer jedes Level ist 'nen 'n neues Zimmer, eine neue Wohnung, was auch aus mehreren Zimmern bestehen kann. Du kriegst die Umzugskisten, du öffnest die und da sind Sachen drin. Und diese Sachen platzierst du dahin, wo du Lust hast. Wenn ich mich richtig erinnere, da gab es noch ein paar Einschränkungen, also, du Ja, so kannst die Zahnbürste, die muss ins Badezimmer. genau, So, die kannst sowas, du nicht ne? in den Kühlschrank legen, aber Ja. ansonsten Genau, also es gibt so 'n paar Sachen, woran man sich halten muss, aber die sind auch sehr, sehr natürlich. Deswegen ja. weiß ich grade auch gar nicht mehr, was das alles war, weil der sich bei mir eh nicht beschwert hat da drüber. Und ansonsten gestaltest du das schon sehr stark selber, auch den ganzen Look und so was und, das ist das, was das Spiel auch ausmacht. Ja, ohne jetzt zu spoilern zum Beispiel, im 1. Level ist es definitiv 'n Kinderzimmer, ähm
Und da kannst du dich halt entscheiden, zum Beispiel, wenn du deine Schulsachen auspackst, legst du die jetzt ordentlich auf den Schreibtisch oder schmeißt du die irgendwo in den Schrank und Hm. machst lieber deinen Mhm. Gameboy dahin. Ja. Ja, Ja, das ist cool, und dass man so indirekt die Geschichte von dem Charakter erzählt, ne? genau, also, und du kriegst auch die Geschichte mit. Ja, Also Mhm. von der Person selber, deswegen, keine Spoiler, ist tatsächlich 'n guter Punkt. Deswegen sage ich immer nur die Person und so was, damit man gar nicht so viel erfährt, weil es ist spannend, nur durch das Umziehen eigentlich die Person ja, ja. kennenzulernen. Es Mhm, hat so mich indirekt, es hat ja. mich damals auch total überrascht. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Ich wollte einfach nur dieses Unpacking und dann kam diese Story mit rein und das war, also, es hat mich überrascht, aber positiv auf jeden Fall. Es hat Spaß gemacht. Ja, ich habe auch gelesen, dass es relativ emotional zwischendurch sein kann. Ich Ja, meine, muss man wahrscheinlich auch 'n bisschen empfänglich für Ja, sein, aber, ähm, über dieses, indirekte Story erzählen, weil man begleitet halt 'ne Person von Kindheit, ich nehme mal an, bis zum Ende vielleicht? hm. Cool. Ja, das würde ich mir vielleicht auch noch mal angucken. Es ist Jetzt habt ihr mein relativ Interesse wieder schnell. geweckt. Ich weiß nicht, Mhm. wie viele Stunden. Also, gut, du kannst natürlich, versuchen, der Schnellste der Welt zu sein, dann hast ja. du's wahrscheinlich in 3 Stunden durch. Ja, aber ich wäre jetzt 'n typisches Cozy Game zu Speedrun, weiß ich auch nicht, ob das sein Ich wollte damit muss. nur sagen, es ist jetzt nicht unendlich lang, Ja. aber kann man mal gespielt haben. Ja, ist übrigens auch im Game Pass. Da habe ich's auch Ja, gespielt. Also, Ach ja. wenn jemand Game Pass-Abonnent ist, da kann man sich das mal gönnen. große Empfehlung auf jeden Fall. Mhm. Ja, ich hatte noch, auf der Liste A Short Hike. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Vom Namen Äh, her ja, vom Namen tatsächlich. her. Das, ähm, habe ich glaube, das müsste eins der ersten klassischen Cozy Games gewesen sein. Ich müsste jetzt noch mal gucken, von wann's ist. Ich würde so schätzen, auch irgendwann 18, 19, ja, war nach dem Umzug irgendwann. Ja, das ist auch super niedlich. Man ist eigentlich 'nen Teenager, also 'n anthropomorpher Vogel, ich glaube 'ne Krähe oder sowas, 'n Teenager-Mädchen und, sitzt in den Ferien fest auf 'ner Insel und, hat aufm Handy keinen Empfang, was natürlich als Teenager richtig scheiße ist. Und, ja, aus Langeweile geht die dann los. Man sieht das so 'n bisschen aus isometrischer Perspektive. Ich glaube, man kann die Kamera frei drehen. Hat so 'n bisschen diesen Low-Poly-Look, auch so 'n bisschen, gedämpfte Farben, alles so 'n bisschen Sepiaton, und ist auch hat so 'n Pixelfilter. Und dann geht die halt einfach los über die Insel und erkundet erst mal aus Langeweile die Insel und, triffst dann verschiedene NPCs, denen du helfen kannst, irgendwelche Dinge zu finden. Und, du hast halt auch keinen Druck. Dir steht theoretisch diese ganze Insel, die jetzt nicht riesig ist, die aber, relativ viele Höhenunterschiede hat, also, Höhenprofil hat. Und natürlich, du bist 'n Vogel, du kannst fliegen, zumindest runtergleiten und dann kannst du diese Insel erkunden nach Belieben und, so kleine Nebenaufgaben machen. Das Witzige ist, das einzige richtige, na ja, ich würde mal sagen, Gameplay ist, du findest Federn auf deinem Weg und du willst an die Spitze des Berges, um dort Handyempfang zu bekommen. Das ist dein Ziel. Findest du Federn und mit den Federn baust du so 'n bisschen die Ausdauer aus, wie lange du fliegen kannst. Und darüber ist so 'n bisschen gesteuert, wo du, auf der Insel schon hin kannst und wo du nicht hin kannst. Und, das fand ich super entspannt. Es speichert einfach überall. Also, du kannst jederzeit rausgehen und hast überhaupt keinen Druck, irgendwie jetzt Speicherpunkte zu finden und, hat 'n super coolen Soundtrack. Das hat mir ganz gut gefallen. Ich habe es damals habe ich's durchgespielt? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich meine ja. Ähm, Das ist mir auf jeden Fall eingefallen. Das müsste so aus meiner Erinnerung eines der ersten Cozy Games gewesen sein. Ich bin grad auf der Steam-Page und ich finde, das sieht total schön aus. Ich mag den Stil wirklich gerne. Ja, ich finde das auch niedlich. Vielleicht siehst du gerade, dass es relativ verpixelt aussieht. Das ist eigentlich ein dreidimensionales Spiel, und da ist nur so ein Pixelfilter drüber und den Pixelfilter kann man in Stufen im Spiel auch einstellen. Also, man kann Ah, das auch gestochen scharf, stellen. Ich finde, dann sieht es nicht mehr ganz so cool aus und man kann das, glaube ich, in 3, 4 Stufen irgendwie einstellen. Ja, hat so 'ne ISO-Perspektive und läufst halt einfach rum und, quatscht mit, NPCs, auch sehr witzige, Unterhaltung und ganz schräge, Charaktere, die da drin vorkommen. das ist auch von den Reviews her overwhelmingly positive. Okay. Kostet 6,59 €. Ich wollte grad sagen, das dürfte auch, kein allzu teures Spiel mehr sein. Auch nicht das längste, aber, kann man auch gut entspannt wegdaddeln.
Eine der höchst bewerteten Rezensionen ist betitelt mit The Go-To Game to Overcome Burnout. Ja, du wirst halt ein bisschen, und das ist bei, glaube ich, relativ vielen Cozy Games so ein bisschen zur Langsamkeit gezwungen, ob du Ja, das willst oder nicht. nee, sieht wirklich schön aus. Haben wir noch klassische Cozy Games? Ja, ich habe Sagen, oh, tatsächlich, Entschuldigung, mach du. ich habe vor kurzem ein Spiel gespielt, das hatte ich mir nämlich zum Geburtstag gewünscht und habe gespielt, das heißt Law of Ghosty. Und das ist so ein wirklich typisches Cozy Game. Du stirbst, aber es ist nicht so schlimm, weil äh, Ach so. also es fängt damit an, dass du wieder aufwachst und Überraschung, du bist jetzt ein Geist. Und es ist so, dass alle Geister in ihrem Nachleben als Matchmaker für die Lebenden arbeiten, aber heimlich, weil man ist ja unsichtbar. Und es, also es sind keine Menschen, es sind so verschiedene Tiere, also anthropomorphe Tiere. Und du bekommst das Kommando über ein Haus mit zwischen 4 und 8 Zimmern. Und da ziehen dann eben Leute ein und du willst die miteinander verkuppeln. Und dann musst du denen so Geschenke hintun und dann tust du halt immer so, als ob das von wem anders kommt. Und dann musst du Das die klingt auf super Dates niedlich. schicken. Es ist ultra cute. Und, dann die verschiedenen Pairings die haben dann immer eine eigene kleine Storyline, was ziemlich süß ist. Und gut, ich bin ein sehr strukturierter Mensch. Ich habe dann ein Spreadsheet gemacht. Äh, und Man dann, spielt doch ein Cozy Game. Ja, das das ist für ist. mich cozy. Andere Videospiele haben uns einfach kaputt gemacht für sowas. Ja, Nein, ist wirklich so. ich wollte die ganzen kleinen Geschichtsstränge, also damit ich da nichts verpasse. Ja, okay, das kann ich nachvollziehen, ja. Und dass ich dann am Ende eben jeden mit jedem schon mal verpaart habe. Und das hat großen Spaß gemacht und das ist einfach nur ultra süß und es geht genauso lange, wie du Lust hast. Also es gibt ein paar Möglichkeiten, wie du das dann schneller machst. Du kannst dann deinen Ghost aufleveln, dass du mehr Aktionen pro Tag hast, mehr Zimmer im Haus, mehr Geld für Geschenke. Und du kannst aber eben auch ganz gemächlich eben den Beziehungsstatus aufbauen. Und irgendwann sind die dann so verliebt, dass sie sich entscheiden, zusammen auszuziehen. Und dann ist eben wieder Okay. Platz für andere Leute. Ich habe eine Zwischenfrage. Warum braucht man als Geist Geld, um Geschenke zu kaufen? Naja, weil du die online bestellst. Ach so! Also du kannst sie online bestellen, du kannst sie aber auch finden. Mhm. Aber die du Aber du online kannst, bestellst, sind meistens besser. aber du kannst nicht als Geist in das Warenhaus von großen Versandhändlern fliegen und die einfach klauen. Nein, weil du bist wirklich, wirklich langsam. Aber was ich da schon feststelle, du hast schon wieder ein bisschen FOMO gehabt, weil du dein Spreadsheet gemacht hast und du alles sehen wolltest. Ja, gut, da bin ich so. Ich bin immer so, ich bin nicht so ein 100% Monster aus Faulheit, weil ich genau weiß, wenn ich mir das vornehme, dann bin ich am Ende enttäuscht von mir. Aber manchmal, wenn ich so ein Spiel habe, wo es eine Sache zu erreichen gibt, von der ich der Meinung bin, dass die in 'ner normalen Art und Weise in einem annehmbaren Zeitrahmen stattfinden kann, dann möchte ich das. Ja, ich kann sowas auch immer schlecht liegen lassen. Sieht auf jeden Fall super süß aus. Irgendwie aus der Seitenperspektive 2D. Ja, genau. Und Und das Schöne ist halt, dass alle potenziellen Bewohner haben halt so gewisse Persönlichkeitsmerkmale und darauf baut dann eben auch, also nicht das Matchmaking, du kannst die potenziell alle miteinander irgendwie ähm, verkuppeln. mhm. Aber wenn du die auf die Dates zum Beispiel schickst, also ne, manche Leute mögen halt gewisse Dates lieber als andere. Und dann kommt es eben mitunter dazu, dass dieses Date für diese zwei Leute jetzt total gut passt und die sich mega freuen. Oder dass diese zwei Leute dieses Date überhaupt gar nicht mögen und es dann total weird und awkward wird. Aber die hassen sich dann nicht. Sie mögen sich nur nicht extra mehr. Ja, aber was mir gerade auffällt, also ich glaube, dieses NPC und Romanzen ist
geht jetzt nicht direkt in die Dating-Simulator-Ecke, was nochmal ein ganz eigenes Genre ist, aber ich stelle gerade so fest, die meisten oder viele der Cozy Games haben auch so ein bisschen Aspekte, ne? Also entweder Leute verkuppeln oder Romanzen bilden. Bei Stardew Valley ist ja auch ein ganz großer Faktor oder zumindest kuriose oder witzige NPCs noch dabei zu haben. Ein gewisser Humor. Also jetzt nicht super witzig und zum Totschießen, aber meistens hast du schon so ein bisschen humorige Charaktere dabei. Ja. Ja, habe ich so nicht drüber nachgedacht, aber hast du auf jeden Fall recht mit. Aber es ist auch super witzig. Ich weiß nicht, ist das ein anthropomorpher Salat oder eine Ist 'ne Pflanze? Pflanze. Ich meine, 'n Salat ist 'ne Pflanze, also ja, quasi. Aber du hast nicht irgendwie Kombinationen, die definitiv gesucht werden, sondern Ne, es gehen alle. theoretisch kannst du alle mit allen Ja. verkuppeln. Okay. Zum Beispiel Na die gut. Pflanze und der Frosch, die haben dann so 'n Ding, also, dass sie Angst hat vor, Käfern, weil die fressen sie halt an. Ja, Und dann okay. ist am Anfang so, der Frosch meint dann: „Ja, ich kann dir helfen“, aber dann stellt sich heraus, ja, er hat auch 'n bisschen Angst. Aber dann haben sie Vor den zusammen Angst. Käfern? Ja. Ja, der Frosch ist 'n Prinz, der ist so 'n bisschen etepetete. Ach so, der ist gar kein richtiger Frosch. Na ja, doch, aber er ist der Prinz im Froschland. Ach so, ich dachte, er wäre nur ein verwunschener Frosch. Prinz und Froschmond. Oh Mann. Sehr niedlich. Tristan, du hattest noch was? Ich hatte noch was. Eines der Urgesteine der Cozy Games, die Animal Crossing-Reihe. Die würde ich auf jeden Fall Ja. nennen, weil das ist neben Harvest Moon, was man ja auch so ein bisschen als Urgestein, glaube ich, bezeichnen kann, ja, was so die ersten Anfänge sind, ohne dass es schon Cozy Games gab, würde ich jetzt mal Animal Crossing dazu zählen und wahrscheinlich so erweitert auch ein bisschen die Sims irgendwo, ja? Mhm. Was ja auch so auch Lebenssimulationen sind ja teilweise auch sehr cozy, und Animal Crossing gehört definitiv dazu. Das habe ich damals auch auf dem GameCube gespielt, was ja tatsächlich ursprünglich auf dem N64 lief, aber nur in Japan. Das ist auch, sehr interessant, dass das schon zu N64-Zeiten gab. Ähm, aber das, finde ich, ist auch so sehr cozy, was sich auch teilweise sehr beschneidet, dass du nicht zu viel am Tag spielst. Und was genau durch diese Mechanik auch dafür sorgt, dass es für mich gar nicht so cozy ist, weil ich dann immer da bin und ich muss jeden Tag spielen, weil ich jeden Tag nutzen muss, weil, ne, weil du kannst nicht so viel auf einmal spielen. Das heißt, du musst jeden Tag zurückkommen und das optimal nutzen. Und dieser Gedanke mit, du sollst nicht stundenlang am Stück spielen, sorgt dann für irgendwie so 'n gewissen Stress, dass man immer versucht, das zu nutzen. Was Animal Crossing auch richtig mies gemacht hat, ist halt, wenn du längere Zeit weg warst, das Passiv-Aggressive von den Mitbewohnern. So: Mhm. „Oh, ich habe dich seit 7 Jahren nicht mehr gesehen. Was hast du denn gemacht?“ Also wirklich. Das haben sie ja später zum Glück so, gab ja dann Mechaniken, damit das nicht passiert, aber, das war schon, immer sehr interessant. Aber ansonsten war Animal Crossing 'n Spiel, was ich tatsächlich gerne gespielt habe, schon als Kind. Ähm Aus den gleichen Gründen, wie ich warum ich 'n Unpacking oder so was gespielt habe. Du hast auch 'ne gewisse Routine entwickelt in diesem Spiel, ne? Du hast deine Mhm. tägliche Routine dann gehabt und so was. Und das war halt auch schon als, Schüler, wo ich das damals gespielt habe. Ich meine, wie alt war ich da? 12, 13 oder so was. Ähm, Hat dann auch geholfen, so abends, mal 'n Stündchen Animal Crossing oder 'ne halbe Stunde und man war direkt entspannt, ne? Weil alle waren noch so positiv, wenn du jetzt nicht grad 7 Jahre gefehlt hast, ne? Aber sonst waren auch immer alle ganz nett zu dir und du hattest halt, dann die Möglichkeiten, da deine Sachen zu machen, irgendwie zu angeln, Sachen zu suchen und so was, so ganz entspannte Tätigkeiten. Das Einzige, was ich nicht so gut fand, waren die Events, die halt zu den realen Zeiten sind und ich weiß noch, dass ich für Silvester dann die Gamecube-Uhr umgestellt habe, weil ich halt nicht Mhm. Mitternacht verdammt noch mal Animal Crossing spielen wollte. Als wir darauf gekommen ist, das ist ja bis heute so, keine Ahnung, da habe ich dann immer die Gamecube-Uhr umgestellt, damit ich die Events mitnehmen kann, weil oder auch Weihnachten oder so. Da habe ich kein Animal Crossing gespielt. Aber bis auf diese Aspekte fand ich, war das schon immer cozy und habe da auch sehr, sehr viele Stunden damals, Gamecube reingehauen. Wo ich älter wurde, war es dann nicht mehr ganz so spannend, war auch viel mehr zu tun, viel mehr andere Spiele und so was. Aber das Originale auf der Gamecube, das habe ich bestimmt über 2, 3 Jahre wirklich aktiv gespielt. Das war immer so 'n Nebenbeispiel.
Ja, wo du gerade sagtest, Animal Crossing, wollte ich auch noch mal kurz drauf eingehen. Also, ich habe mal so ein bisschen geguckt, wann das angefangen hat mit den Cozy Games. Du hast eben schon, gesagt, Animal Crossing ist halt schon älter, seit oder etwa 2001 müsste es gewesen sein, um Ja, 2000 rum, als das rauskam. Da hat das so seinen Anfang genommen. Nur was ich fand, so in den, ich würde mal sagen, 2010ern und ab da mit der ganzen Indie-Szene ist das noch mal 'ne ganze Ecke aufgekommen. Und spätestens, was mich total überrascht hat, war Animal Crossing New Horizons, was halt mitten in der Pandemie rauskam und was halt, 'n unheimlicher Erfolg war. Wahrscheinlich auch wegen der Pandemie, ja. aber das war halt 'n Match made in heaven, auch wenn das jetzt böse klingt, aber es waren halt alle zu Hause und jeder hatte Zeit, seine Rüben zu farmen und so auf die Art, ja. Ja, Das war völlig irre, wie viele Spieler das Ding hatte. nicht nur das mit du hattest die Zeit, sondern du konntest dich virtuell besuchen. Das war Mhm. auch massiv, glaube ich, noch mal so 'n Erfolgspunkt, dass du saßt nur zu Hause, du konntest nicht rausgehen, dann kam Animal Crossing und du konntest dich virtuell besuchen, du konntest dir virtuell Geschenke du konntest virtuell irgendwie einfach mal was zusammen machen, was nicht so 'ne hohe Einstiegshürde hatte, wie auch andere Spiele. Ich glaube, das war halt auch so 'n Grund, warum das massiv erfolgreich war. Ja. Sind das bei Animal Crossing wiederkehrende Charaktere? Teilweise ja, Okay, das wusste ich nicht. gibt auch Ich wiederkehrende dachte, die wären immer Charaktere und neu. so. Ne. Also, bis auf den Vermieter. Der Vermieter, du meinst Tom Nook, und das ist nicht Ja, der danke. Vermieter, der verkauft dir. Der treibt dich Ja, in die das Stück Schulden. Land, Das ist der ja, bei der dem Hardcore-Kapitalist, genau. bei dem dann die Schulden abarbeiten darfst. Es ist schon interessant. Also, da geht schon an diese diese zweischneidige Sache. Das nennt man Cozy Game, aber eigentlich hat man da 'n Haus, worauf Schulden sind und du musst die abarbeiten. Wie cozy kann das sein? Das ist so 'n bisschen die Cozy Game Es Lüge, ist finde es ich. ist cozy, weil es gibt keine Zinsen und, du kannst ganz so lange warten, wie du willst mit dem Abbezahlen. Ja, ich wollte grad sagen, du hast, deine eigene Zeit, in Ab der du das abbezahlen kannst. ab ich muss aber dazu sagen, wo ich das erste Mal das verkauft habe, das war ja noch zu Zeiten, es gab schon das Internet, aber man wurde nicht so viel Bescheid davon, ne? Musste immer aktiv an 'n Computer gehen, gab keine Smartphones, sondern Animal Crossing habe ich nicht so viel online nachgeguckt. Das heißt, ich wusste nicht, dass wenn du das erste Mal abbezahlst, dass der dir die Bude erweitert und du noch mehr Schulden hast. Und dann hatte Oh. ich Kind im ersten Animal Crossing richtig das weil da habe ich ja nicht so effektiv damals gespielt als Kind, und habe relativ lange gebraucht, bestimmt 1, 2 Monate, bis so diese erste Stufe abbezahlt war, ne? Und dann war ich so, weil das ewig gedauert hat: „Boah, geil, endlich schuldenfrei." Und Tom Nook, die dumme Drecksau, ohne dich zu fragen, baut der einfach das Haus größer und zack, du hast einfach 2 oder dreimal so viel Schulden und dann sitzt ich war als Kind bestürzt. Aber war auch die kapitalistische Erfahrung. Du kommst niemals ganz aus den Schulden raus. Aber stell dir das mal in echt vor, du hast deine Bude und 'nen Garten hinten dran und wachst eines Morgens auf und deine Bude ist zwar doppelt so groß, Ja. aber du musst wieder weiter Schulden abbezahlen. Tom Nook, auch wenn er 'n kapitalistischer Arsch ist, der nervt dich nicht mit: „Du musst jetzt hier jede Woche so und so viel, Sternis zurückzahlen." Der Druck, den macht man sich selber. Den macht man sich eigentlich immer selber in Cozy Games, aber es Spiele verleiten halt auch so 'n bisschen dazu, zum Beispiel mit begrenzter Ausdauer. Was soll das? Stardew Valley. Ja, ich glaube, was ich vorhin auch meinte mit andere Videospiele haben uns kaputt gemacht. Für mich Ja. reicht es schon, dass einfach 'n Questlog da ist, wo noch ungelöste Aufgaben drinne stehen. Und das reicht halt für manche schon. Und ich komme halt aus den ganzen Rollenspielen und bin da wie du, Kira. Ich mache auch gerne ich weiß, dass ich das Spiel wahrscheinlich nur einmal spiele, weil es auch 'n Riesenklopper ist und die Zeit begrenzt ist. Und dann will ich möglichst viel in einem Run sehen und mache dann auch alle Sidequests. Und die werden von oben nach unten abgearbeitet und dann habe ich so 'n Cozy Game, wo dann irgendwie vielleicht noch zeitbegrenzte Sidequests sind und Mhm. die, keine Ahnung, Rüben müssen gepflanzt werden, dann müssen die zum richtigen Zeitpunkt gewässert werden, dann müssen sie entnommen werden, dann musst du sie verkaufen, weil sie vielleicht auch noch in der Kiste anfangen zu schimmeln oder so was. Und, ja, ich habe Stardew Valley, da muss ich euch beipflichten, da bin ich ganz eurer Meinung. Beachtliche Leistung, gar keine Frage. Das alleine
alleine auf die Beine zu stellen. Aber was super witzig war, ich habe das tatsächlich angefangen im Urlaub zu spielen. Ich hatte nur mein Smartphone dabei, ich hatte noch keine Handheld-Konsole oder ich habe die PSP oder Vita vergessen, keine Ahnung, weiß nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich das auf dem Smartphone gehabt im Urlaub und dachte, ja, kannst du abends im Bett im Hotel nochmal ein Stündchen spielen oder sowas, wolltest du sowieso schon immer mal reingucken. Und dann ist mir erstmal im Urlaub abends klar geworden, wie viel Stress dieses Spiel ist. Das war ja furchtbar. Ja, das hat mich auch, also an sich schönes Spiel, abwechslungsreich mit den, was ich schon sagte, mit den NPCs, wo du auch Beziehungen aufbauen kannst. Ist das Da sind einfach. schon viele coole Aspekte und ich kann den Erfolg komplett nachvollziehen, aber als Cozy Game ist es für mich echt schwierig. Da würde ich tatsächlich auch noch ein anderes Spiel hier reinwerfen, was finde ich auch super geniales Spiel ist, aber für mich nicht cozy, obwohl es so angepreist wurde. Dorfromantik. Dieses Ja? Spiel, ja, das ist, ich verwechsel es ja gerade nicht. Das ist ja das Spiel, wo man mit Plättchen das Ja, was so ein Dörfchen bisschen nach aufbaut, ne? Siedler von Genau. Catan aussieht. Ja, ich bin voll in den Optimierungswahn gekommen, wo ich dieses Spiel gespielt habe und dann war es nicht mehr cozy für mich. Weil ich wirklich angefangen habe, dieses Spiel, versucht habe, optimiert zu spielen, weil zu der Zeit habe ich schon noch sehr viel Civ 6 gespielt und Civ 6 ist auch deswegen ist Civ 6 auch nicht mein Lieblings-Civ, weil man da auch im Voraus planen muss, wie man die Städte, baut, bla bla bla, weil man nur begrenzt Platz hat und Synergieeffekte und Schlag mich tot und Dorfromantik hatte auch dieses, ich sage mal, ja, nicht Synergieeffekte, aber du hast ja diese Punkte, Multiplikatoren und bla bla bla. Ich habe Mhm. das angefangen, viel zu ernst zu spielen. Viel zu ernst. Dann ist dieses Update für dich zu spät gekommen. Gibt's da nicht diesen, ich weiß gar nicht, Kreativmodus hätte ich jetzt beinahe gesagt, Oh, also so 'n Modus, wo du einfach nur Plättchen legst? okay, dann muss ich mir's vielleicht noch mal angucken. Ja, weil das Ja, ist ich habe das vor 'n paar Wochen, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das her habe. War das im Epic Store umsonst? Keine Ahnung. Auf jeden Fall auch mal installiert und, mal 'n bisschen reingeklickt und ich glaube, das Tutorial gespielt und dann sofort auf diesen Kreativmodus dann muss ich gewechselt. mir's noch mal angucken. Und, das war ganz cool, aber da ist halt wirklich sehr wenig Anspruch. Also, du guckst halt, dass du die richtigen Seiten du legst so kleine sechseckige Plättchen, glaube ich, mit 3D-modellierten Häuschen und Bäumchen und sowas aneinander und musst halt die richtigen Kanten aneinander legen. Und ich glaube, viel mehr Anspruch ist es dann Ja gut, tatsächlich auch nicht. ich habe Townscaper erwähnt, da gibt's gar keinen Anspruch. Ach, jetzt weiß ich auch, was das ist, stimmt. Ich muss noch mal aufklicken. Ich habe tatsächlich doch, Anno 1800 habe ich mal angefangen, aber Ja, 2 1800 Stunden ist bei oder mir. sowas. Ist Habe drüber. ich aber auch schon häufig gehört, dass es da relativ entspannt geht. Ich weiß nicht, ob das verschiedene Schwierigkeitsgrade hat. Ich habe es nicht Also, so weit gespielt. ja, ja, du kannst es auch sehr stark anpassen. Das, finde ich bei Anno 1800 sehr gut, weil ich spiele Anno 1800 auch. Ich meine, das können wir jetzt gerne als Übergang nutzen zu was eben sind persönliche Cozy Games und Anno 1800 ist so ein persönliches Cozy Game von mir, weil ich mache das immer auf dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad, ohne Mhm. Konkurrenten. Ja, ich gehöre zu den Leuten ohne Konkurrenten, ohne Piraten, gar nichts. Ich will einfach nur meine Inselchen bebauen. Ich will meine Warenlieferketten und sowas will ich aufbauen, aber ich will nicht diesen Stress haben eben mit Kriegsschiffen oder sowas. Bei mir gibt's keinen Krieg, weil es gibt keine Leute, mit denen ich Krieg führen kann. Punkt. Ja, klar, da sagen jetzt einige: „Ja, dann ist das Spiel auch viel zu einfach.“ Hier, das ist der Punkt. Es soll einfach Ja, für mich aber wenn sein, es ne? für dich passt, ist das Ja, doch okay. ne, genau. Weil, dann ist Anno kannst du sehr gut zu 'nem Cozy Game umsetzen. Vor allem, du kannst ja noch Mods installieren. Was ich zum Beispiel gemacht habe, Mhm. ist, dass, pro Haus 'n bisschen mehr Leute drin wohnen können. Ich glaube, ich habe das verdoppelt, damit ich nicht auch ganz so stark die Inseln optimieren muss und so was. Also, dass ich immer auch ganz viele Inseln bebauen muss, aber damit das nicht zu krass wird, habe ich das auch gemacht. Und, zum Beispiel sowas als Mod und weil ich's einfach cool finde, 'ne Mod, wo du in das Hafengebiet bauen kannst. So Hafenstädte, sieht super cool auch aus. Und du kannst es sehr, sehr einfach tatsächlich machen. Und, das ist für mich dann so 'n persönliches Cozy Game, weil ich kann einfach bauen. Ich habe nicht diesen Druck von außen. Ich muss jetzt nicht ganz schnell die Inseln, besiedeln, weil sonst die Konkurrenten kommen und das besiedeln können. Ich habe den Stress nicht mit, dass die Aktienanteile kaufen können. Ich muss keine Aktienanteile kaufen und sowas. Ich habe jetzt keine Piraten und sowas. Ich kann die Missionen ignorieren, wo du dann einfach nur mit dem Kriegsschiff rumschipperst oder so, ich glaube auch noch Verfolgungsmissionen hast und so 'n Schwachsinn, auf habe ich einfach keinen Bock, ne? Und das kann man alles schön abschalten. Wirklich danke Ubisoft dafür, dass ihr es einem so leicht macht, dieses Spielgefühl so dermaßen anzupassen. Ja doch.
Ich habe nur gehört, bei Anno 1800, ja, die Add-ons sind alle klasse, aber ich glaube, mir wurde mehrfach empfohlen, erstmal mit dem Grundspiel anzufangen und die Add-ons nach und nach Ja, dazuzuschalten, weil sonst es siehst ist du kein Land mehr. Du erschlagend. bist Es ja, völlig ja. überfordert und völlig erschlagen von den DLCs und so weiter, von den Ja, Erweiterungen. das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich kann's nicht mehr nachempfinden, weil ich habe Anno 1800 Mhm. angefangen und bin halt Season für Season für Ja. Season alles mitgegangen. Aber jetzt, wo du's sagst, ich glaube, es ist tatsächlich extrem erschlagend, wenn man komplett neu Ich hatte anfängt. es zum Beispiel, um eine Überleitung zu finden, ich weiß nicht, ob euch das Spiel was sagt, SnowRunner, ist eigentlich ein Ja, LKW-Spiel. ja. Du hast eine große offene Welt, also es sind immer quadratische Karten, und du hast verschiedene Fahrzeuge zur Verfügung, von Jeeps bis Spezial-LKWs, und kannst die LKWs auch persönlich ausstatten, um verschiedene Funktionen zu erfüllen, um Ladungen zu laden oder keine Ahnung, Brückenteile mit Greifhaken und was nicht alles, und ist dann auf dieser Karte unterwegs und stellt Brücken wieder her oder räumt irgendwelche verschütteten Straßen und so weiter. Und es ist auch sehr, sehr, sehr gemächlich, weil die LKWs sind wirklich nicht schnell und der Anspruch ist eher darin, Routen zu finden und zu gucken, wo komme ich schon lang, welche Straßen habe ich schon geräumt. Das ist so ein bisschen ein Puzzlespiel dabei. Ähm, Was war jetzt meine Überleitung? Wir hatten Anno 2205. DLCs. Ach, die DLCs, danke. Da ist der Faden wieder. Ja, und damals habe ich auch die Game of the Year Edition oder sowas gekauft. Und ich hatte eigentlich so viele LKWs, es war überhaupt kein Anspruch mehr da, weil die LKWs alle schon freigeschaltet waren und ich überhaupt nicht wusste, was ich jetzt überhaupt gebraucht habe für die verschiedenen Aufgaben. Aber es ist halt super entspanntes Gameplay. Es kann ein bisschen nervig sein, wenn man sich Katze im Bild. 'N bisschen nervig sein, wenn man sich mit dem LKW festfährt. Dann muss man mit einem anderen Auto dorthin fahren und sich wieder herausziehen, aber du hast halt auch überhaupt keinen Zeitdruck. Es gibt Missionen, die sind auf Zeit, aber die kann man tatsächlich ignorieren, und es hat auch keine Story. Du kannst dir die Aufgaben selber legen, die du gerade machen willst. Theoretisch ist, glaube ich, alles von vornherein relativ gut machbar, weil du pro Karte immer nur die Herausforderungen hast und die entsprechenden Autos dazu, die du dann nach und nach freischaltest. Aber im Gegensatz zu den üblichen Rennspielen, die ich ganz gerne spiele, war das halt wirklich was 'n cozy Game, was halt mit Autos zu tun hat. Und das kann man immer zwischendurch ganz entspannt wegspielen, weil es halt auch keine große Herausforderung in dem Sinne gibt. Also, das Fahren über das Gelände, das hat eine ganz coole Mechanik. In der Engine ist es halt dargestellt, wie der Matsch sich verformt und wie man einsinkt mit den schweren Autos. Das ist halt ziemlich nerdiger Kram, aber auch 'n super cooler Soundtrack. Fällt mir gerade ein, so ein bisschen Country-Gedudel. Und dann zieht man sich das Flanellhemd an und setzt sich in seinen LKW mit seinem Stanley Cup und fährt ein bisschen Baumstämme da rum. Ja, das müsste so von 2018 oder sowas sein. Die haben gerade ein neues Spiel in der Mache, beziehungsweise es kommt, glaube ich, sogar nächsten Monat, Roadcraft. Das ist noch ein bisschen mehr darauf bedacht, Katastrophengebiete wiederherzustellen. Und da gab es einen super coolen Trailer, da kann ich da kurz anwerfen, wo ein Kind im Sandkasten sitzt und einen Bagger hin und her schiebt, und dann zoomt die Kamera raus und du siehst, wie der große, echte Bagger mit hin und her fährt. Und dann kommen andere Kinder und das stellt quasi den Koop-Modus dar. Es war super niedlich gemacht, wie die dann im Sandkasten saßen und mit den LKW gespielt haben. Ja, die haben jetzt gerade ein neues Spiel in der Mache. Ich hatte noch Art of Rally. Das ist eigentlich ein klassischeres Rennspiel. Es hat aber so das ist mir so in der Ästhetik-Diskussion wieder in den Kopf gekommen, weil als ich so drüber nachgedacht habe über die Pixeloptik oder Low-Poly-Look und auch die Farbgebung, da ist mir das in den Sinn gekommen. Es ist kein klassisches Cozy Game, aber da fällt es halt genau rein. Art of Rally ist so ein, ja, das hat diesen typischen Low-Poly-Look, und man sieht es von relativ weit oben, und eigentlich ein klassisches Rallye-Spiel. Man fährt halt auf Zeit Rallye-Strecken. Es hat allerdings auch einen Erkundungsmodus, wo man die komplette Karte einfach befahren kann ohne Zeitdruck, und hat dann so ein paar Erkundungssachen, die man freischalten kann, Lackierung für die Autos und so weiter. Ist jetzt an sich kein klassisches Cozy Game, aber hat halt auch so einen
sag mal, Kreativmodus, in dem man sich frei bewegen kann. Ja, ich finde den Stil sehr, sehr cool. Er hat auch einen coolen Fotomodus, bei dem richtig coole Bilder rumkommen, obwohl es diesen detailarmen Look irgendwie hat. Die hatten vorher noch ein Drift-Spiel, das war sehr ähnlich. Ging es aber rein ums Driften, das war auch Oh, das kenne so ich. so, Ich glaube, ich weiß, welches du ähm meinst, was so 'n bisschen, over the top Kamera oder so ja, von genau. oben kam. Ja, ja, oh Gott, das hat mich gestresst, weil Das weil hat die dich gestresst? Challenges echt schwierig waren teilweise und ich war Ja, so es ich war nicht wollte immer ganz alle perfekt abschließen. ja, genau, Absolute Drift. Ja, Ähm, Das ist sehr ähnlich. Also, das ist in derselben DNA, das ist dieselbe Engine garantiert und, eigentlich ist das Drift-Spiel nur erweitert um Funktionen. ja, Es ist nicht okay. ganz einfach zu fahren, das ist Art of Rally auch nicht, aber ich bin über diese Optik da drauf gekommen. So, da sind wir wieder. Wir hatten leider einen kurzen Aussetzer, aber alles wieder geregelt und in Butter. Wir hatten eben noch, über ein, 2 Autospiele, gesprochen, die ich gespielt hatte als Cozy Game und, waren gerade bei Over the Hill. Das ist der Nachfolger von Art of Rally. Kira hat das eben angesprochen. Und um da noch mal kurz einzusteigen, ja, das sieht halt sehr ähnlich aus, ist eigentlich der perfekte Mix, von Art of Rally und, SnowRunner. Geht es hauptsächlich um Jeeps und das Erkunden um Gebirge, wie das aussieht, und hat auch einen sehr entspannten Look mit ein bisschen Camping-Atmosphäre und Camping-Romantik. Bin ich gespannt drauf. Habe ich auf meiner Wishlist und mir war nicht klar, dass das vom selben Team ist, obwohl das vom Look schon sehr ähnlich ist. Sieht auf jeden Fall So. ziemlich cool aus. Ja, bin ich gespannt drauf. Was auch noch mit Autos zu tun hat, um noch mal kurz Abriss zu geben und, Kira, da wolltest du eigentlich drauf hinaus, war ist der Car Mechanic Simulator. Und ich bin vorhin gar nicht drauf gekommen, ich habe auch noch den Power Wash Simulator aufgeschrieben, den ich zwar nicht gespielt habe, aber das geht in die ähnliche Richtung. Und, Car Mechanic Simulator ist eigentlich 'n einfaches Puzzlespiel und, man nimmt halt Autos auseinander und baut sie wieder zusammen und hat Kunden kommen an einen ran. Man spielt das in der Ego-Perspektive. Die Kunden stellen das Auto dahin und geben dir eine Liste mit bekannten Mängeln und dann versuchst du an die Teile ranzukommen und je nachdem, wie viel Ahnung man von Autos hat, findet man die Teile schneller oder langsamer. Selbst ich musste gucken, wo bei einem amerikanischen Muscle Car die Benzinpumpe ist. Was die Benzinpumpe? Ja, die sitzt nämlich hinten am Tank und ich habe mir einen Wolf gesucht und so bastelt man halt das ganze Auto auseinander und dann wieder zusammen und irgendwann später gibt es halt auch Mängel, die nicht auf der Liste stehen, die man fixen kann. Manchmal kriegt man Anschiss vom Kunden, weil er das gar nicht wollte. Aber du hast halt auch überhaupt keinen Zeitdruck. Du musst so ein bisschen Geld verdienen, aber du kriegst halt ein Auto nach dem anderen und eigentlich passt das immer. Du kannst nach und nach deine Werkstatt ausbauen. Hat jetzt keinen riesigen gestalterischen, Aspekt, sondern die Teile, die du kaufst in der Werkstatt, also deine Werkzeuge, deine Hebebühne und so weiter, hat alles feste Plätze. Du kannst so ein bisschen die Farben der verschiedenen Geräte beeinflussen. Aber ansonsten war es das schon. Was hingegen die Autos angeht, die kannst du dann, wenn du deine eigenen Autos aufbaust, was auch möglich ist, relativ frei gestalten. Was ich ein bisschen schade finde, aber was auch nicht der Fokus des Spiels ist, es ist halt wirklich das Auto zusammenbauen. Es hat einen Modus, wo man das Auto auch fahren kann, aber das ist jetzt nicht der Rede wert. Man hat eine Strecke, in der man rumfahren kann und die Fahrphysik ist auch nicht besonders atemberaubend. Aber das Schrauben am Auto ist schon ganz cool. Nimmt das auseinander, Teil für Teil, um an die tiefer liegenden Teile zu kommen. Irgendwann hat man Schrauben, die sind verrostet, dann muss man erst mit der WD-40-Dose dran gehen, um die lösen zu können und braucht dann verschiedene Werkzeuge. Und es ist alles sehr kleinteilig, aber funktioniert halt auch alles ohne Zeitdruck, um das Auto wiederherzustellen. Ich habe es auf jeden Fall Ja, schon mal ein paar Mal auf YouTube gesehen und fand immer, es sieht aus, als ob es Spaß macht, obwohl da eigentlich nicht viel bei ist, weißt du, gefühlt. ja, es ist eigentlich nur, ich würde sagen, wie so ein 3D-Puzzle. Also, du musst natürlich die Teile sind ein bisschen abhängig voneinander, um an andere Teile ranzukommen, musst du andere abnehmen, die noch in Ordnung sind und musst dann deine Teile einkaufen, musst darauf achten, dass du die richtigen Teile einkaufst. Aber im Prinzip das tatsächliche Gameplay ist eigentlich das Auto nimmst du halt wie so ein dreidimensionales Puzzle auseinander.
Da würde ich analog dazu einfach auch PC Building Simulator 1 und 2 reinwerfen. Das ist quasi ähnlich wie Car Ja. Mechanic Simulator, nur mit Computern. Und ich würde sagen, 'n bisschen mehr Wirtschaft. Car Mechanic Simulator fand ich, hatte nicht so die wirtschaftlichen Aspekte. Da ist PC Mhm. Building Simulator ein bisschen mehr, weil man ja auch noch den eigenen Laden hat, wo man auch PCs, so Teil-PCs kaufen, verbessern, verkaufen, bla 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 kann, aber auch ähnlich, ohne Druck. Also, man hat Tage, die man manuell abschließt. Das heißt, man hat keinen richtigen Zeitdruck, sondern, bestimmt selber das Tempo, ist auch tatsächlich, und ist ähnlich mit diesem 3D-Puzzle im Endeffekt, nur anstatt Auto halt, Computer. Und was halt auch sehr cool ist, ist, wie man die Computer selber baut. Man kann mit Übertakten arbeiten. Man hat auch so echte Programme, wie, 3D, Benchmark und sowas, um dann die Leistung zu testen und so 'n Kram. Die haben echte Hardwarepartner und sowas, dass man kann seinen eigenen PC nachbauen und sowas. Das ist schon ganz cool. Fand ich auch Mhm. sehr cozy, muss ich sagen. Ja, ich glaube, Ja, dieses Zusammenbauen-Ding ist jetzt einfach, dass es jetzt so aufkommt. Ich habe dasselbe wie beim Car Mechanic Simulator habe ich jetzt auch schon mit Panzern gesehen und ich bin mir mhm. sicher, dass wenn du suchst das fand ich auch irgendwie cool, so 'n Panzer auseinandernehmen, da die Benzinpumpe austauschen. Sitzt bestimmt wieder woanders, wobei ich mich wieder dran erinnere, wir hatten's im letzten Podcast wegen, Wargaming, dass da auch garantiert wieder Leute sind, die Baupläne haben, Ja, die sie nicht haben dürfen und wieder Bescheid sagen, dass irgendwelche Details am Panzer falsch sind. Dann werden wie wieder viele Sachen irgendwelche, wurden da ge wie viele Top-Secret-Pläne wurden da gedroppt bei War Thunder? Ja, das gab's mehrfach, und dass die Community World gesagt of hat Tanks und sowas, ja. ja, genau. Wo dann immer Ich irgendwelche Secrets geleakt worden sind, einfach nur, damit sie ein Argument gewinnen. ja. Ja, ich habe doch aber hier die Pläne. Schauen Sie mal, ich habe hier was hochgeladen. Ja, das passiert sehr, das ist vor 'n paar Wochen oder Monaten, glaube ich, war das erst wieder der Fall, dass da wieder Ja, ich irgendwas habe das schon geleakt wurde. häufiger, Ja, es passiert gehört. relativ regelmäßig, So glaube 2, ich. dreimal im Jahr, glaube ich, passiert das schon. Ja. Ne, aber wo du sagtest, mit, Dingen zusammenzubauen, ich komme nicht mehr drauf, wie das Spiel hieß. Da hattest du auch Gegenstände, die du reparieren musstest, also ganz unterschiedliche Dinge. Ich glaube, du saßt auch in Ego-Perspektive an 'nem Schreibtisch und ich habe noch in Erinnerung, wie eine Spiegelreflexkamera konntest du auseinandernehmen. Ich glaube, das war aber sehr, sehr kleinteilig und, geht auch in dieselbe Richtung. Ich komme aber nicht mehr auf den Namen, ich müsste es jetzt googeln. Das war auch so ähnlich, so 3D-Puzzle einfach. Tristan, was hast du denn noch so für Spiele, die du als cozy empfindest, die aber vielleicht nicht unbedingt in die Kategorie fallen? Also, was ich ja schon am Anfang erwähnt hatte, auf jeden Fall die Assassin's Creed-Spiele. Das ist für mich tatsächlich, das sind Hirn-aus-Spiele für mich. Da will ich gar keinen großen Anspruch haben, deswegen bin ich auch ein Fan von den den neuen Assassin's Creed-Teilen. Also, das, was andere als negativ sehen, ist für mich positiv. Ich habe 'n Amusement Park, den ich abarbeiten kann. Es ist, was man Assassin's Creed lassen muss, jeder Teil sieht wunderschön aus. Allein jetzt auch wieder Shadows zum Beispiel, also grafisch, wie die Welt gestaltet ist. Das ist es schön, sich da drin zu bewegen. Ich finde, die Spiele sind nicht so anspruchsvoll, das macht es auch aus. Du hast ein paar nette Sidequests und sowas. Du hast, Sachen, die du aufbauen kannst, wo du ein bisschen farmen kannst. Äh das sind für mich einfach cozy Games, ähm, wo ich mich entspannen kann, weil ich diesen Anspruch nicht habe, und das brauche ich manchmal auch. Ich spiele auch anspruchsvolle Spiele und manchmal brauche ich aber auch einfach 'n Assassin's Creed. Also, ganz Mhm. klar. Ähm Richtung Nostalgie, was ich am Anfang auch gesagt hatte, sind die Zelda-Spiele, vor allem Ocarina of Mhm. Time. Ocarina of Time spiele ich einmal im Jahr mal mindestens durch. Ähm, das ist so, ja, die Nostalgie spielt da extrem viel rein. Das ist 'n Spiel, das kenne ich in und auswendig. Das macht mir, bis heute auch noch unheimlich viel Spaß. Ich finde, es ist auch unfassbar gut gealtert, Ocarina of Time und auch Majora's Mask. Und das ist halt so sehr prägend in meiner Kindheit gewesen. Und, was ebenfalls ein schönes Cozy Game für mich ist, und ich glaube, das sehen sogar viele andere auch so, Elite Dangerous tatsächlich. Und Mhm. zwar Oh ja, je sehr nachdem, guter Pick. wie man es spielt. Man kann das sehr stressig spielen, wenn man Kopfgeldjäger oder sowas ist, mache ich manchmal auch. Aber ich habe 'n Großteil meiner Elite Dangerous Zeit damit verbracht, einfach nur Meteoriten abzubauen. Also, Ja. das war super entspannt. Dann nebenbei lief irgendwie 'n Film oder so was, ne, oder 'ne Serie, und dann schön mit dem Hotas auf der Couch, ursprünglich noch nur auf der Xbox, habe ich das gespielt, bis das dann
ja, rausgenommen worden ist aus'm Live-Support. Dann bin ich auf 'n PC gewechselt, und, da lief dann nebenbei was und jetzt, seit ich die VR-Brille habe, in VR, wo es halt noch geiler kommt, dann habe ich, halt das man kann in Quest kann man das so einstellen, dass man auch noch 'n halt 'n Video so nebenbei laufen lassen kann. Dann sitze ich halt im Cockpit, oben läuft dann irgendwie Netflix oder so, habe meinen HOTAS hier und dann wird das so gespielt. Ich weiß, dass viele Leute das auch als Trucker-Simulation spielen, also als Ja, ich Weltraum-Trucker-Simulation. Ähm wollte grad sagen, das ist, Space Trucking. Ja, genau. Also, man kann es tatsächlich so spielen. Man kann das sehr vielfältig spielen, und, das kann auch sehr cozy sein tatsächlich. Mit so ab und zu mal Stress, wenn jemand versucht, dich aus dem Hyperraum zu holen. Weißt du, dann sitzt du da entspannt, guckst du Netflix, auf einmal Warnung und dann bist du wieder am Rotas dran und musst gucken, dass du nicht rausgezogen wirst. Aber, Aber ja, ist gut, dass du das noch erwähnst. Ich hätte das vollkommen vergessen. Ich habe auch 1,5 Jahre oder sowas gespielt oder immer mal, ich glaube, so 2 Phasen, aber, unter den Cozy Games hätte ich das auch gar nicht mehr verortet, aber das ist richtig. Ich habe hauptsächlich, ja, auch Waren geliefert von A nach B und du hast halt auch immer super lange Wege mhm, dazwischen. Also, obwohl du diese Hyperraumsprünge machst, musst du dann zu den Planeten im Sonnensystem wieder hinfliegen und man hat dann 'nen Autopilot und dann sieht man: „Okay, das dauert jetzt noch 5 Minuten“, dann kann man sich sogar 'n Kaffee machen gehen und kommt dann wieder zurück in der Hoffnung, dass, kein Gegner kommt, der einen da grade rausziehen will. ja. Ja, Ah, aber so wie das du das beschreibst, kann ich mir das richtig gut vorstellen. Einfach völlig entspannt irgendwelche Asteroiden abbauen, ein bisschen rumcruisen. Ja. ja. Und Und das es ist auch sieht wieder so 'n gut aus. Beispiel, ja, 'n Beispiel, du suchst dann halt selber deine Herausforderung, deine Spielweise. Also, du kannst genauso gut auch 'nen Kampfraumschiff Ja. aufbauen und, Kopfgeldjäger spielen, dich für 'ne politische Seite, entscheiden. Aber du kannst halt auch, wie gesagt, einfach Waren ausliefern und, da 'ne relativ risikofreie Variante von spielen. Oder Entdecker gibt's, glaube ich, auch, dass man, scannen kann, verschiedene Sonnensysteme. Also, es Mhm. ist halt 'nen riesiges Sonnensystem, ähm, und wo es auch noch bis heute unentdeckte Bereiche gibt, wo sich dann Leute, in Communities zusammenschließen Und es gibt die Red und, Fuels. Und die Red Fuels sind die absoluten Helden. Also das war der Hammer. Das war so 'ne unglaubliche Erfahrung, die ich gemacht habe. Man hat halt, um das kurz zu erklären, 'nen Raumschiff und das ist schon relativ simulationslastig und man hat halt auch Sprit. Und wenn man in irgend 'nem System festhängt ohne Sprit, weil man nicht richtig geplant hat, dann hängt man da halt fest. Und dann gibt's die Fuel Rats, das ist 'ne Community, die sich gebildet hat, nur um Leuten zu helfen, die irgendwo festhängen. Und man schreibt dann auf 'n Discord-Server und schreibt das System, wo man ist und schreibt die Koordinaten, wo man ist. Und innerhalb von wenigen Minuten ist irgendjemand online, der mit seinem Schiff vorbeikommt und dir 'n bisschen Sprit in 'n Tank pumpt. Wie ja. geil. Und O das ist ja noch so, ich sage mal, das normale Beispiel. Es gibt halt auch Rettungsaktionen, die monatelang, glaube ich, geplant wurden, weil das irgendwelche Entdecker so weit weggekommen sind. mhm, Und im Prinzip kannst du auch hingehen und sagen: „Ich gebe mein Schiff auf, ist weg, Punkt.“ ja, Aber die Community dahinter nimmt das halt so ernst, dass sich so was gewählt hat. Da werden da richtige über Wochen, Rettungsrouten geplant. Es wird noch mal geguckt, okay, wo kann man tanken, wo kann man man kann auch aus Sonnen selber irgendwie Sprit generieren und sowas, ne? Also total insane. Aber ja, völlig crazy, ja. machen die Leute Ja, also Spaß. man man kann, glaube ich, 'ne Versicherung abschließen für das Schiff, aber Ja. irgendwann hat man halt sehr große, teure Schiffe, auf die man lange gespart hat und eigentlich sollte man mit denen nicht auf riskante Missionen gehen, ohne 'ne Versicherung zu haben. Ähm, aber die gibt man dann halt ungern auf und dann, ja, ist Wahnsinn, was da möglich ist. Aber gut, dass du's noch mal erwähnt hast. Da wäre ich nicht mehr drauf gekommen als Cozy Game. Klingt aber Muss ich geil. muss ich auch noch Und mal es sieht auch spielen. geil aus. Da muss ich auch sagen, dieses Spiel in VR ist der Mhm. absolute Wahnsinn. Also, das ist, ähm auch hier noch mal an alle, die 'ne VR-Brille haben, spielt Elite Dangerous, weil das ist
das ist so krass, weil man hat auch wirklich dieses Gefühl, wenn du auch auf 'ne Raumstation zufliegst oder so, dass du halt 'ne riesige Raumstation vor dir hast. Du machst Ja. 'n Hypersprung, dann kommt diese Sonne auf dich zu und du denkst: „Oh Gott, ich muss mich übergeben“, weil das so diesen Geschwindigkeitskick gibt. Das ist tatsächlich, das hat das Spiel auch noch mal auf 'n ganz anderes Niveau angehoben. Mhm. Und dann haben sie's versaut mit Odyssey. Bei Odyssey gibt's keinen VR-Modus, da sitzt man dann vor 'ner 2D-Wand, wenn man zu Fuß unterwegs ist, fragt mich nicht warum. Ja, leider. Da haben sie die VR-Spieler sehr gegen den Kopf gestoßen. Aber ja, der Rest, den kann man trotzdem noch in VR spielen und es ist 'ne unfassbar geile Erfahrung. Ich würde es nicht als erstes VR-Spiel empfehlen, weil in 'nem Raumschiff in 'nem 3D-Raum fliegen, in dem man sich in alle Richtungen bewegen kann, kann schon, mal zur Übelkeit führen. Aber ich finde es halt auch cool, dass das ganze Interface, ich weiß nicht, ob das schon mit VR geplant war. Es ist halt super cool, dass du im Raumschiff diese Bildschirme hast und die wirklich antippen kannst und du kannst sie klar lesen, im Bildschirm, diese Holo-Bildschirme. Das ist Was schon da sehr ja cool, ja. interessant ist, ist ja, dass du, wenn du anguckst in 'nen gewi also, man hat um sich herum, gewisse Interfaces, auf die man zugreifen kann. Und, im 2D, also, im Flat-Spiel ist es so, dass du dann per Tastendruck auswählst und dann guckst du 2D dahin, also, auf 'n Mhm. Bildschirm und, wenn du in VR spielst, aktiviert sich das Interface, wenn du da drauf guckst und dann öffnet sich der Bildschirm. Ja, Das genau. ist sehr, sehr intuitiv und natürlich, und super cool gemacht. Also, das erste Mal, wo ich auf 'ne Raumstation zugeflogen bin und dann so nach oben geguckt, ja, ist schon ist auch so. Und wenn man dann da cozy-mäßig einen auf Trucker macht oder Minenabbau, das hat auch noch mal 'n ganz anderes Feeling, weil du sitzt wirklich da und du kommst dir vor, als ob du grade in deinem Raumschiff sitzt und das machst. Und wie gesagt, dann läuft noch Netflix, ne? So als eigener Bildschirm und, so sehr, sehr cool, sehr, sehr angenehm, muss ich sagen. Jetzt kriege auch grad noch mal Bock, wieder zu spielen, wo ich drüber rede. Ja, ich auch. Ich glaube, ich habe selten so viele Podcasts gehört, während ich gespielt habe, als bei Elite Ja, oder Dangerous. Podcast hören ist auch super, ja. Aber, das genau das Beispiel habe ich halt auch. Also, diese Haptik, dieses haptische Gefühl ist halt auch cool bei Rennspielen, einfach im Auto zu sitzen. Ähm, ja, was haben wir noch? Ich hätte noch, das ist erst zum Cozy Game geworden, habe ich fast das Gefühl, Minecraft noch auf der Liste stehen. Damals, als es rausgekommen ist, war das relativ fix darauf, dass du runterbuddelst halt in die Mine und, unter die Erde, um deine Ressourcen rauszuholen. Aber mittlerweile hat sich Minecraft so stark verändert und erweitert, dass es ja auch quasi eine Farming-Simulation sein kann. Und, ich finde, wenn du bei Minecraft dem Risiko entgehen willst, dann kannst du es halt auch machen und hast heutzutage die Möglichkeit, auch das gut zu spielen, ohne ständig kämpfen zu müssen. Ich meine, es ist jetzt Ja. auch nicht das schwierigste Spiel der Welt, aber ich finde, es hat sich noch mal 'n bisschen gewandelt und ist noch mal 'n bisschen weniger auf Kampf. Du hast halt die Möglichkeit, das zu ignorieren und auf deine Weise 'n bisschen zu spielen. Und Ich das fand finde ich Minecraft immer, ultra cozy. Also, für mich kann ja. es zumindest sein. Mhm. Ne, wenn du 'ne Herausforderung willst, ich meine, es ist eins der meistgemoddeten Spiele der Welt. Äh, Du kannst ja sonst was reinmodden, wenn du die Ultra-Herausforderung willst. Ja. Aber das Base Game finde ich Und ich fand es auch überraschend am Anfang, als ich noch keinen Kompass hatte und mich in irgendwelchen Höhlen verlaufen hatte, dann hat's auch 'n bisschen gruseligen Effekt, ob man da wieder rauskommt. Man hat die Taschen voll und das Risiko, wieder zurückzubekommen. Aber wenn man sich dann irgendwann mal 'nen System gemacht hat, wie man die Wege anlegt und so weiter und, ja, das ist halt so schön kleinteilig und, stellt sich halt wieder seine Aufgaben selber. Wie groß will ich das Haus bauen? Baue ich hier noch was an? Baue ich da noch was an? Man ist ja nie fertig. Man hat ja immer neue Ideen, ob das jetzt Fallen sind für die Gegner oder man will einen Garten anlegen, weil man was anbauen will. Ähm, Das ist halt super cool, dass es ja, die Kreativität ist halt, denen ist halt keine Grenzen gesetzt. Ist halt Lego in na Videospiel. ja, vor allem, du hast halt all diese Möglichkeiten, aber du hast halt auch zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit,
es komplett so anzupassen und gewisse Sachen auch einfach komplett auszuschalten. Du kannst mittendrin kannst du einfach in den Creative-Modus gehen und kannst Mhm. einfach nur noch bauen, so wie du Bock hast, wenn du das Ja. möchtest, ne? Manche Leute, denen ist das Bauen wichtiger, manchen Leuten ist es wichtiger, sich Sachen zu erarbeiten. Ich persönlich habe eigentlich den größten Spaß, einfach durch diese Riesen-Map, die sich ja immer weiter generiert, einfach Sachen zu finden, zu erkunden. Das macht mir einfach Spaß. Ja. Und so ist es für jeden. Also das reine Base Game hat eigentlich für jeden Spieler was dabei. Ja, mittlerweile schon. Ich finde es auch cool, wie unterschiedlich und divers die, Biome geworden Ja, sind, die man entdecken kann. Und, als ich das auch gemerkt habe, dass es dann mittlerweile Wüsten gab und dieses Pilzbiom und so weiter. Ist jetzt schon eine ganze Weile her, dass ich das letzte Mal gespielt habe, aber, als da so die Updates kamen damals, das fand ich schon cool. wobei ich persönlich finde auch, dass Minecraft eins der absoluten OG Cozy Games ist. Ja. Ja, wie gesagt, also ich habe das Gefühl, das hat sich noch mal 'n bisschen mehr in die Richtung entwickelt, aber es war damals schon, sehr entspannt. Auch der Soundtrack, ich glaube, Ja, Lena ja, Raine, hat dann 'n Soundtrack gemacht, so mit so Klavierstücken. ja. Super cool. Wir haben damals schon Creative Mode gespielt, bevor es Creative Mode gab, in dem wir einfach immer gecheatet haben. Ja. Ja, es gab kein Creative und dann haben wir immer wir haben mit ein paar Freunden gespielt und dann auf'm Server und dann hat halt jeder Adminrechte bekommen und konnte sich einfach die Sachen da hast du dann immer ich glaube 255 war das Limit, Mhm. pro Mhm. Einheit, haben wir uns dann immer die Sachen einfach, gecheatet und dann zusammen gebaut, weil ich noch da hatten wir 'ne riesige Hafenstadt, gebaut über 'n längeren Zeitraum, bevor's Creative Mode gab. Und wir waren so froh, als es Creative Mode gab, weil Ja, wir nicht die ganze Zeit unterbrechen mussten, um uns die Sachen Ja. per das Admin-Befehl glaube zu ich. geben. Das war für mich damals der Gamechanger schlechthin, und ich spiele bis heute eigentlich auch nur exklusiv Creative Mode, wenn ich spiele, weil für mich war Minecraft immer einfach nur geil zum Bauen. So die Survival-Aspekte fand ich nicht so interessant, aber wie Kira grad gesagt hat, man kann sich das anpassen, wie man lustig ist. Ich denke, das ist auch irgendwo 'n Bestandteil, glaube ich, von Cozy Game, die Erfahrung anzupassen, dass es für einen cozy wird. Und da Mhm. kann Minecraft auf jeden Fall mit glänzen. Und ich muss sagen, was es für mich noch mehr cozy gemacht hat, ist tatsächlich das Raytracing-Update, weil Minecraft in Raytracing kann extrem cozy sein, je nachdem, was du dir Mhm. baust, wie dann das realistische Licht viel wärmer und so Ja, was ja. kommt mit irgendwelchen Spiegelungen auch noch im Wasser, wenn du dir irgendwie 'n Brunnen oder Teich gebaut Es hast kann oder einfach so. so Mhm. schön aussehen. Ja, Ja, ja. Ja. Und, also, ich finde, Grafik ist tatsächlich auch immer 'n wichtiger Bestandteil von Cozy. Dennis, das hast du, glaube ich, am Anfang relativ, schon auch erwähnt mit Bestandteil von Cozy Games auch die Grafik und das trifft definitiv zu, ob's jetzt 'n Pixel-Look ist, wo man sich wohler fühlt oder eben, wenn das Licht sehr realistisch kommt und man 'n Mhm. Sonnenaufgang hat und so was, ne? Das hat halt auch 'n massiven Einfluss. Deswegen auch hier noch mal Assassin's Creed als Cozy Game, auch einfach, weil's cozy ist, durch 'ne schöne Welt zu streifen, ja. finde ich. Ja. Also, einfach 'ne schöne Welt virtuell zu erkunden, finde ich super. Auch hier noch mal Shoutout, was Assassin's Creed angeht, Discovery Mode. Supergeil. Also, Mhm. Genau, da f wollte ich vorhin noch drauf zu sprechen kommen, dass du ja auch da zumindest einen Modus hast, der wirklich komplett, kampffrei ist und komplette Ruhe bietet. Und ich finde es auch cool, wenn Spiele, die eigentlich keine Cozy Games sind, einfach den Mut haben, auch mal, Ruhe zu bieten und zu sagen, du kannst auch einfach mal durch den Wald streifen und, keine Ahnung, Vögel beobachten. Ich meine, das muss die Welt hergeben. Was mir gerade auch in Kopf kommt, ist Red Dead Redemption 2. War sehr viel jagen in Red Dead Redemption, da kann die Lichtstimmung auch fantastisch sein. Und wenn dann die Sonnenstrahlen durch die Bäume kommen und du einem Reh hinterhergehst oder sowas, das, kann auch schon, äh, seine Momente haben und vor allem super stimmungsvoll einfach. Ja, Das ich meinte ich jetzt, finde auch wenn generell, so 'n Cozy Game heißt für mich irgendwo auch einfach 'n Spiel, was 'n Vibe hat, den ich so gut finde, dass ich da immer wieder zurückkomme. Und auch das, was Tristan vorhin meinte, wenn er da in seinem Raumschiff gesessen hat, nebenbei Netflix und 'n Asteroiden abgebaut hat, das finde ich, oder du hast vorhin auch gesagt, dass du dann so viele Podcasts da nebenbei gehört hast. Und, das ist für mich auch so 'n Ding, 'n Spiel, was ich raushole, wenn ich keinen Bock habe, also jetzt groß kognitiv was zu leisten, wo ich nebenbei mhm, was laufen lassen kann, ähm, dass ich einfach so nebenbei spiele. Das ist für mich auch so 'n großer Aspekt von Cozy. Und ja, da ich sind wollte Entschuldigung?
Mach ruhig weiter. Da sind für mich, so, 2 oder eigentlich 3 Spiele, zu denen ich immer also seit Jahren immer wieder zurückkomme, sind einfach ganz klar, RimWorld, Ark und Project Zomboid, Ja. die jetzt wo jetzt keins wahrscheinlich als Cozy Game durchgehen würde normalerweise. Arc, Ja, weil unter man, Mhm. Umständen auf weil jeden man Fall. Arc auch sehr stark anpassen kann, finde Ich Ja, wollte ich. gerade ja, auf sagen, da jeden hat er Fall. auch viel Farming und Ja. Crafting-Kram und sowas, Ressourcen Ja. sammeln. Also ich stehe einfach auf Survival Games. Ich muss aber auch dazu sagen, grade bei RimWorld, wer das Spiel nicht kennt, es ist halt, so ein Survival Colony Builder. Du stürzt auf einer fremden Welt ab und, mit unterschiedlich vielen Leuten und musst da dann eben überleben. Bei RimWorld ist das Ding aber, das Spiel ist geriggt. Das Spiel möchte dich vernichten im normalen Modus. Äh und, bei RimWorld bin ich tatsächlich so hart, dass ich, wenn ich wirklich nur nebenbei was spielen möchte, spiele ich's auf Peaceful. Dann baue ich da meine Kolonie und dann ist alles schön und niemand geht mir auf die Eier. Äh, bei Zomboid ist es dann anders. Das spiele ich einfach ganz normal und dann mache ich da, die Zombies weg und irgendwie ist das cozy für mich. Oh, das verstehe ich nicht. Also, es gibt So, immer wieder den Moment, wo du irgendwie in den Raum reinkommst und auf einmal ist da 'n Zombie hinter der Tür und du erschreckst dich. Ähm Aber ansonsten dieses Looten, meine Fähigkeiten aufleveln, hin und wieder 'n Zombie wegmachen, ähm, am besten die krasseste ich bin eher so 'n Melee-Typ, ich spiele nicht gern mit Schusswaffen. Ähm, und dann 'ne krasse Melee-Waffe zu nehmen und dann im Idealfall so 'n Zombie richtig hart wegzuschnetzeln, das finde ich extrem entspannend. jetzt mache ich mir Kann ich auch nach. Sorgen. Nein, ich kann das komplett nachvollziehen, aber ich finde auch, ich hatte bei den Aspekten für Cozy Games auch gelesen, der geringe Schwierigkeitsgrad. Das kann man natürlich sich auch selber ein bisschen regeln, entweder indem man den Schwierigkeitsgrad von dem Spiel runterregelt oder man spielt es einfach so lange, dass man wahnsinnig Erfahrung in dem Spiel Ja, hat. Dann kann das natürlich auch umso einfacher werden und wenn man mit allen Systemen vertraut ist, dann kann das natürlich auch umso gemütlicher und entspannender werden, wenn man sich einfach super gut in dem Spiel auskennt. ja, Oder ich halt glaube, das ist eher so meine Ebene in dem Punkt. Das sind eben Spiele, wo ich dann auch mehrere 100 Stunden habe und wenn du weißt, Mhm. was du tust, wie du schon gesagt hast, wenn ich jetzt Project Zomboid das erste Mal aufmachen würde, dann würde ich da nebenbei bestimmt keinen Podcast laufen haben. Ich bin mir sicher, dass ich mich die ersten paar Stunden regelmäßig eingeschissen habe und in irgendeinem Badezimmer gehockt habe und gehofft habe, dass die Zombies weggehen. im Spiel und in der Realität geweint. Das Ja, hat niemand gesehen, also kann das niemand beweisen. ja. Phasmophobia aber halt auch Cozy Game. Also wie ich das schon gespielt habe, könnte man das meinen, aber ich scheiß mich immer noch ein. Ähm, ja, aber auch mit dem Anpassen, es gibt auch immer auch Mods, Cheats, ne? Es gibt Sachen, wie zum Beispiel City Skylines, ist für mich auch ein schönes Cozy Game. Man kann direkt hingehen und sagen, ich will direkt alles freigeschaltet haben, ich will unendlich Geld haben. Mhm. Ja, Also man transformiert das Spiel durch Hausmittel, was ich sehr schön finde, dass man das von Haus aus machen kann, von einer auch Wirtschaftssimulation hin zu einem ja, wie so Modelleisenbahnspiel oder sowas, weil ich mir Ja, einfach genau, nur das noch ist 'n guter meine Vergleich. meine Stadt zusammenbaue, um sie dann zu betrachten, weil mir ist das egal, ob das jetzt alles komplett realistisch ist und sowas, ne, und ob meine Stadt Gewinn macht, sondern ich kann einfach direkt drauf losbauen, wie ich's mir grade vorstelle. Und das finde ich sehr schön, dass Spiele diese Möglichkeit auch geben, die sagen: „Guck mal, so denken wir uns das, solltest du das Spiel spielen, aber wenn du willst, kannst du da von Haus aus direkt das Spiel auch komplett anders spielen. Guck mal, mach einfach so, wie du lustig bist.“ Finde ich bei City Skylines, trotz den Kontroversen beim Teil 2 finde Mhm. ich im Grunde trotzdem 'n gutes Spiel. Ich hoffe, irgendwann reparieren sie es noch. Gefühlt machen sie es leider nicht, aber, f das finde ich sehr schön, wenn Spiele einem diese Möglichkeit auch direkt geben, zu sagen, es ist bei Minecraft, es ist bei Ark, auch so bei Survival-Spielen allgemein ist es sehr, ja, sehr ja, stark. Man kann bei ja. Survival-Spielen, selbst in Conan Exiles kannst du so einstellen, dass das cozy wird, weil du irgendwie alles one-hittest. Also, ohne Cheats, einfach weil du das Spiel so einstellen Ja. kannst, ne? Aber das finde ich sehr cool, dass man diese Möglichkeit hat Ja. von Haus aus, dass man auch sagen kann: „Das mache ich mir jetzt zu 'nem cozy Game.“ Ich muss Ja, auch ich glaube, sagen da ist auch ja, Kira, mach ruhig. ich muss auch sagen, dass es mir mittlerweile auch wirklich negativ auffällt, wenn 'n Spiel mir diese Möglichkeit nicht gibt. Es kommt 'n bisschen drauf an, wie die Voreinstellungen auch sind. Man muss dazu sagen, bei Ark zum Beispiel, das kannst du nicht spielen auf den Default Settings. Das ist unspielbar.
meine ich. Ja, ne, Ähm bin ich bei dir. Und das ist ja natürlich nicht bei jedem Spiel so. Je nachdem, wie scheiße die Default-Settings sind, desto wichtiger wird's dann eben, was du für Möglichkeiten hast oder auch nicht. Hm. Ähm, aber grundsätzlich muss ich auch sagen, weil du das meintest, man kann sich das dann ercheaten, man kann sich so viel Geld geben, wie man will zum Beispiel. Ey, solange das im Singleplayer passiert Ja, und ja. ich damit niemandem wehtue, finde ich, das ist für mich kein Cheat. Ja, ja, oder halt auf einem Minecraft-Server, wo man mit 4 Leuten Ja. zusammenspielt und man sagt, man will hier kreativ sein und, entweder bietet das Spiel halt von Haus aus diesen Kreativmodus an oder den Peaceful Mode oder sowas. Klar, warum nicht? Ich habe auch das Gefühl, dass die Entwickler immer mehr sich der Situation gewahr sind und dass ihr Spiel da reinpassen könnte, gerade was so Mhm. Survival-Sachen, Farming-Simulationen angeht. Ähm, Dass das immer noch auch trotzdem 'nen Schwierigkeitsgrad bekommt, obwohl das eigentlich 'n an sich leichtes Spiel ist, mit keinen reaktionswichtigen, Kämpfen oder sonst irgendwas, wo man Reaktion zeigen muss, dass sie trotzdem, dafür für offen sind und das schon in ihr Spiel einbauen. Ist ja auch so 'n bisschen in die Richtung Zugänglichkeit und Personalisierung vom Spiel. Ja, du kannst halt auch einfach so viele verschiedene potenzielle Käufergruppen abdecken irgendwo, ne? Ja, Ne, wenn du das alles anbieten kannst, dann haben eben auch mehr Leute oder hast du das Potenzial, mehr Leute anzusprechen, ich wollte ne? grad sagen, du Die kannst das Leute, ja dann die auch kannst ja damit werben. ja, du kannst die cozy Leute abgreifen, du kannst die Leute abgreifen, die 'ne Herausforderung wollen, du kannst die creative Leute abgreifen. Das spricht auch für 'n Spiel, wenn man es auf so viele verschiedene Arten und Weisen spielen kann und es trotzdem Spaß macht. Ja. Ja, das Ja, ist ja ist ja es ist ja tatsächlich auch etwas, was positiv für ein Spiel ist, wenn es so gut ist, dass es auf so viele verschiedene Arten und Weisen funktioniert. Ja, eben, das meinte ich bei Red Dead zum Beispiel, dass es so viele Details, gerade was die Flora und Fauna angeht, gab, dass halt sich super viele Leute darauf, versteift haben, einfach jagen zu gehen oder entdecken zu gehen. Die Welt ist groß, die ist voller Details, es lohnt sich dann drin rumzustreifen und, dann haben das viele einfach gemacht, und haben das Spiel quasi links liegen lassen. Wie häufig habe ich gehört, dass geraten wird, irgendwie bis zum zweiten Lager zu spielen, weil das irgendwie möglichst zentral liegt. Und dann spielen die Leute halt einfach nicht weiter, entweder beim zweiten Durchgang, weil sie wissen, was kommt, und dann verbringen sie halt Hunderte von Stunden einfach damit, die Welt zu erkunden und Screenshots zu machen oder sonst irgendwas. Ja, und was ist das für 'n Kompliment eigentlich? Ich meine, es ist 'n geniales Spiel. Es ist so krass, wenn deine Welt so schön ist, dass die Leute einfach nur da drin rumhängen wollen und ich sage jetzt mal, 'nem einfachen Leben nachgehen wollen. Ja, oder wie viele Leute spielen, keine Ahnung, in Skyrim einfach 'ne Kohlbäuerin Ja, oder so was. ja, Und, Rollenspielen das dann. Ich weiß zwar nicht, also, ich finde, Skyrim an sich ist da jetzt nicht umfangreich genug, um das richtig Rollen zu spielen, aber es gibt halt sehr, ja, jeder spielt halt seine Spiele, wie er es will, und, ist halt schön, wenn die Möglichkeiten geboten ja, werden. Der eine braucht halt die Realitätsflucht, indem er einfach Ruhe und 'n bisschen Ablenkung hat von, keine Ahnung, täglichem Stress oder, dem Zustand der Welt oder sonst was. Und, der andere flüchtet sich halt lieber in Herausforderungen in, keine Ahnung, in 'nem Souls-Titel oder ja. sowas. Oder beides, das ist bei mir der Fall, je nach Stimmung. Ich habe auch die ganzen Souls-Spiele gespielt, oder jetzt Clair Obscur, was auch nicht gerade einfach ist. Wenn ich dann zum Beispiel in Oblivion spiele, was ich jetzt nach Clair Obscur angefangen habe, das war mir dann wieder so 'n bisschen stressig. Oblivion habe ich den Schwierigkeitsgrad wieder ein bisschen runtergehauen. Ist dann direkt wieder viel entspannter. Also, es ist, glaube ich, auch immer so ein bisschen die Stimmungsfrage, wie viel Herausforderung will ich gerade auch einfach haben. Mhm. Ja, cool, cool. Ich gucke gerade noch mal über meine Liste, ob es noch irgendwas zu erwähnen gibt oder ob euch vielleicht noch irgendwas sagt. Dorfromantik hatten wir. Was ich gesehen habe, was bei Steam gerade sehr beliebt ist, zu sein scheint, ist Disney Dreamlight Valley. Also, Animal Mhm. Crossing für Arme. Ja, okay. Ich habe nur gesehen, natürlich hat das jede Menge Disney-Charaktere und Ja. pocht wahrscheinlich auch sehr hart auf Nostalgiefaktor und so weiter. Und man kann, Disney-Charaktere freispielen und mit denen interagieren. Also, soweit ich weiß, ist das so 'n bisschen wie Animal Crossing. Es geht so in die Richtung. Es Ja, gibt ja okay. auch, hier das Hello Kitty Spiel, was
vor kurzem, also was Oh ja, das habe ich auch letztens gesehen. länger schon für Apple Arcade auf den Handys gab und dann jetzt für Switch und PC rausgekommen ist, was meine Frau auch gespielt hat. Da habe ich übrigens noch eine schöne Anekdote, weil Hello Kitty geht ja auch so ein bisschen Animal Crossing, wenn ich es richtig gesehen habe, aber auch eigene Wege. Also, und das scheint ein richtig gutes Spiel zu sein. Also wirklich, das scheint legit ein gutes Spiel zu sein, was ich auch total überraschend fand. Was ich aber krass fand, ist, ich habe einen kleinen Abstecher in die Community gemacht, weil ich hatte geguckt, ob ich die normale Version oder die Deluxe Edition für meine Frau kaufe. Weil ich gucken wollte, lohnt sich das oder ist das einfach nur Blödsinn? Und in der Deluxe Edition kriegst du halt schon relativ viel an Kram, den es bei vorherigen Events gab. Die es jetzt natürlich noch nicht Mhm. für die Switch und so gab. Da habe ich gesagt, komm, ich glaube, ein Zehner mehr oder so passt. Aber ich bin während dieser Recherche auf Reddit-Posts gestoßen. Bei einem Hello Kitty-Spiel, wo du denkst, da wird gerade über Meta von Call of Duty diskutiert. Also, das ist ja komplett insane, wie die Leute sich auch teilweise aufgeregt haben. Ich habe mir über Stunden dieses und dieses Möbelstück erspielt und die kriegen das einfach pay to win bei dem verdammten Hello Kitty Spiel. Musste ich mal erwähnen, fand ich super lustig, wie ernst solche Cozy Games auch genommen werden von einigen Leuten. Ja. Na, wie Ja, wir vorhin ähnlich war gesagt das. haben, ne? Wie bei Animal Crossing mit den Ja, genau. Drohnen. Zu Corona-Zeiten sind da auch nicht nur Freundschaften entstanden, noch garantiert welche zerbrochen, weil das. Ja, das stimmt schon. Also die steigern sich manchmal ganz ordentlich rein. Ich wollte nur nach so Honorable Mentions nochmal gucken. House Flipper geht so ähnlich in die Richtung wie der Powerwash Simulator wahrscheinlich. Ich habe House Flipper Kauft gespielt und habe es auch wirklich gerne gespielt und Power Wash Simulator, nachdem du das vorhin gesagt hattest, habe ich auf Steam reingeguckt und war ein Insta-Wishlist-Titel für mich. Das ist Irgendwie tatsächlich cool. Ich muss das doch, es gibt's für die Quest 3 in VR. Das wollte ich cool. unbedingt Mhm. mal ausprobieren, weil Power Wash Simulator in VR ist, glaube ich, mega. Ja, ja. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wenn du dann wirklich so einen kleinen Streifen, so einen kleinen harten Strahl hast und machst dann alles sauber und musst alles so wegradieren, den Dreck. Das ist sehr befriedigend. Ich muss Nur was ich gestehen, hin gehört und habe, wieder gucke ich mir sowas auf YouTube an. ja, ich habe da auch schon Let's Plays von sowas geguckt. Ja, das ist richtig. Nur was scheinbar die Leute immer aufregt, man hat da so eine Prozentanzeige, Ja, wie viel Dreck man ja. sauber gemacht hat und irgendwo ist dann noch das Oh, letzte Prozent kleine und du Fitzel. suchst quasi einen Pixel Matsch, der noch Nein. irgendwo hängt und findest ihn nicht. Ja, aber Power Wash Simulator ist eigentlich nur Super Mario Sunshine ohne rumhüpfen. Also, wer das doch kennt, wo man den Schleim immer wegmachen musste. Ja, ich habe das auch gelesen. Es ist halt so mit den Cozy Games, wo sich das so entwickelt hat. An sich waren schon immer mal hier und da so Funktionen in anderen Spielen drin. Ganz typisches Beispiel ist zum Beispiel Angeln. Wie viele JRPGs haben Mhm. schon eine Angelfunktion gehabt, aber selten, obwohl Angeln gibt schon relativ lange, aber aus den meisten kleinen Funktionen haben sich dann irgendwann Indie-Entwickler gesagt, warum mache ich dann nicht einfach ein ganzes Spiel da drum Ja. mit ein bisschen Atmosphäre und schönem Soundtrack und dann sind diese Cozy Games dann irgendwann aufgeploppt. Da muss ich tatsächlich jetzt auch noch eine Sache erzählen. Und zwar, was an sich eigentlich auch ein Cozy Game ist Real VR Fishing. Ähm, und wie sehr man das auch ernst nehmen kann. Das ist tatsächlich ein sehr cooles VR Fishing Game. Gibt es für die Quest, gibt es für PC VR. Macht unheimlich viel Spaß und hat auch nicht so einen krassen Druck. Man kann da auch relativ einfach spielen, wo du die Fische im Wasser auch so mit einem Röntgenblick siehst und bla bla bla, bis hin Mhm. zu, du siehst gar nichts, du hast kein Radar, du musst einfach gucken, dass du die bekommst. Und meine Eltern suchten das ja bis zum geht, also wirklich kein Witz. Die haben ja nie wirklich viel gespielt, sind dann durch VR mehr ins Gaming gekommen, haben sehr viel Minigolf dann gespielt und dann habe ich denen gesagt: „Probiert doch mal was anderes aus. Hier, wie sieht's denn mit Fischen aus?“ Und jetzt spielen die nur noch das. Und auch von einem gemütlichen Angelspiel ist das für die regelrecht kompetitiv geworden. Die haben sich online vernetzt über Facebook, haben angefangen, im Ranking mitzusehen, haben dann mir ganz stolz gezeigt, wenn sie bei irgendwelchen Fischen in den Top 10 sind, haben irgend Typen verflucht, der überall in den Top 10 ist und angefangen: „Ja, der cheatet doch bestimmt“ und so was. Das ist von so 'nem einfachen Cozy Game. Ja, das kann beide Wege gehen. Man kann So irgendwie gut. Spiele nehmen,
die eigentlich kompetitiv sind oder einen Anspruch Ja. haben und kann da seine Cozy-Aspekte rausziehen. Andererseits kann man natürlich auch ein Cozy-Game nehmen und das dann steigern, bis man sich in die Haare kriegt. Es reicht 'n Leaderboard, die Community übernimmt den Rest. Ja. Sobald du für irgendwas bewertet wirst und dich Ja, vergleichen kannst, ist vorbei. Da wird jedes ist das Cozy ist das Game Risiko ja, da. ja, da wird jedes Cozy Game kompetitiv, aber ne, fand ich ganz cool. Also, auch wie die von, in so typische Gamer-Manier reingerutscht sind, ohne dass ich denen das gezeigt habe. Also, es scheint was Mhm. Menschliches zu sein, ne? Ja, ja. Aber ich sehe hier auch gerade schon wieder 'n Screenshot, wo die Angel im Bild ist, also 'nen VR-Screenshot, wo aber auch 'n YouTube-Player schon wieder Ja, irgendwo da der ist rumschwebt. eingebaut, stimmt, hast recht. Der ist tatsächlich eingebaut. Du kannst, du hast so 'n Ingame-Browser, der ist aber nicht so kompatibel. Deswegen benutze ich das, Quest-Overlay dafür, wo du auch direkt YouTube und so was genau deswegen, weil das ist 'n Cozy Game von Grund auf mit du setzt dich in die VR, hast vielleicht 'n YouTube-Video oder hast Netflix laufen oder so was und angelst einfach drauf los in einer grafisch sehr coolen Welt. Also, auch hier wieder Grafik macht viel aus, weil die haben das richtig cool gemacht. Die Umgebung ist, aufgenommen in 3D und Mhm. die Grafik beschränkt sich eigentlich nur auf Wasser und die Fische und dadurch, dass sich das nur darauf beschränkt, sieht das auf der Quest unglaublich gut aus und der Rest ist halt fotorealistisch, weil es einfach Ja. Videos sind mit so Animation Loop und dann hast du mal 'n Feuerwerk, wenn du irgendwo in der Nachtwelt bist oder so was. Sag mal noch mal den genauen Titel bitte. Real VR Fishing. Real. Aber real wie echt und nicht Ja. wie real, Ach so, nicht einholen. muss man hier, glaube ich, tatsächlich dazu sagen. Ach du, Ultimate Pack. Ja. 50 €. Die haben auch alle Aber das DLCs gekauft, direkt, also. Aber ja, mit Cozy Games kriegt man Eltern. Also, an die Zuhörer, wenn ihr mal wollt, dass eure Eltern Videospiele spielt, nutzt dafür Cozy Games. Das Mein funktioniert ja. Vater sehr gut. ich habe grad kurz überlegt, das könnte was für ihn sein. Vielleicht könnte er dann aufhören, echte Fische damit zu quälen. Aber wenn er spielt, dann spielt er eigentlich nur World of Tanks. Das ist sein Cozy Game. Oh ja. Ja. Cool, cool. Ja, aber, ja, Fischen habe ich damals schon mal irgendwo auf 'ner Computerbildspiele wie hieß denn dieses Space Fishing oder so was? Bassfishing. Ja, das war, glaube ich, 'n Capcom oder so was, ich bin mir nicht sicher. Sega, von Da habe ich Sega ist das. Müsste ja, das sein. genau. Das habe ich auch schon mal irgendwann früher auf der Computerbildspiele oder so was gehabt, 'ne Demo. Hat auch Bock gemacht. Da hattest du auch standardmäßig, glaube ich, die Kamera unter Wasser und konntest dann die Fische Gibt es beobachten. sogar auf Steam anscheinend, oder? Ja, da, Sega Bassfishing. Ja, das müsste jetzt auch schon mittlerweile der ja, hier Nintendo Wii, Ja, Dreamcast. 4. März 2011 ist es rausgekommen. Kannst du auf Steam kaufen. Ne, also es gibt definitiv noch älter also hier ist, Ah ja, das fürs ein Dreamcast-Klassiker, das ist sogar noch älter, ja. ja, für die Dreamcast gab's anscheinend sogar einen, Angelcontroller, sehe ich grade. Ja, Sega Bass Fishing ist nicht mehr im Steam-Shop verfügbar. Schade, kann man nicht Na mehr ja, gut, kaufen. kann ich mittlerweile auch drauf verzichten. Wie ich schon sagte, es haben ja mittlerweile so viele Spiele, Angel-Minispiele. Ja, Zelda übrigens auch, da habe ich auch als, Kind sehr viele Stunden drin verbracht, allein wegen der Musik, weil da die Musik von Kakariko ist. Und ich bin dann immer absichtlich und hier auch noch mal zurück, ich war schon als Kind so, ich bin immer absichtlich zum Sonnenuntergang dahin gegangen, weil die Zeit in diesem Areal stillstand und dann immer mit dem Sonnenuntergang, mit der besonderen Lichtstimmung bin ich immer angeln gegangen, weil ich das sehr cozy fand. Schon als Kind. Ja, ich dachte, es, hätte da irgendwelche besonderen Fische gegeben, die du nur abends angeln kannst, aber du Nein. bist tatsächlich nur für die Stimmung dahin Ja. gegangen. Um diese Sehr cool. Uhrzeit. Ich habe dann Ja. draußen gewartet, bis die Sonne untergegangen ist. Das war ja am Lake Hylia und dann bin ich reingegangen und dann wird quasi die Zeit eingefroren, während du da bist. Ich hatte mir noch einen Aspekt aufgeschrieben, ich hatte die Vermutung und habe einfach mal ein bisschen um ehrlich zu sein, habe ich einfach mal, KI gefragt, ob es Erfahrungen gibt, ob Cozy Games bei, Frauen und weiblichen Spielern besser ankommen. Weil ich hatte immer das Gefühl, wenn ich mich mal mit Bekannten unterhalte, ähm, dass die tatsächlich häufig von entweder Dating-Sims scheinen ganz groß zu sein oder halt, Cozy Games mit, keine Ahnung, Terraria oder sowas habe ich, schon bekommen. Weiß nicht, du hattest, Tristan, du hattest auch gerade von deiner Frau erzählt. Habt ihr Erfahrung?
weil meine Frau spielt tatsächlich gar nichts, aber vielleicht habt ihr da irgendwie so 'ne Tendenz oder eine Ahnung, ob das irgendwie bestätigt wird. Also, ich habe so das Gefühl, es spricht schon häufig, Frauen an. Hm, ich glaube aber, das liegt eventuell mehr daran, ja, dass es Frauen ansprechen möchte. Ja, ich meine, klar, manche Spiele sind definitiv auch mit 'm Marketing drauf abgezielt. Ich könnte mir aber vorstellen also, ich könnte mir vorstellen, dass wenn man jetzt Zahlen hätte, ich habe jetzt keine, aber ich könnte mir vorstellen, dass es in Zahlen auf jeden Fall so ist. Und ich könnte mir aber auch gleichzeitig vorstellen, dass es so einen Trend gibt, dass das auch mehr sich unter Männern verbreitet. Also, zum einen hast du dann natürlich auch ähm, ich habe das Gefühl, es kommen jetzt auch mehr Cozy Games, die so typisch Männer sind. Also, Car Mechanic Simulator, dann, Snow Runner. Das ist so eine Sache, die, glaube ich, grundlegend mehr Männer anspricht, erstmal. Und ich könnte mir auch vorstellen, das müsst ihr mir sagen, ich bin kein Mann, aber ich könnte mir vorstellen, dass ein Mann vielleicht immer noch ein bisschen Skrupel haben könnte, bevor er sich Love Ghosty runterlädt. Auch wenn er denkt: „Oh, es sieht eigentlich ganz lustig aus, aber dann lachen meine Freunde mich aus, wenn die in Steam sehen, dass ich Love Ghosty spiele“, zum Beispiel. Man kann Spiele verstecken. Ihr braucht euch nicht schämen. Also, ich weiß nicht, vielleicht liegt's an mir, Nein, aber ich man kenne anscheinend zu viele Leute, die das entweder nicht können oder nicht wollen. mhm. Und dass ich dann sehe, dass wenn die ihre Hentai-Spiele spielen, weiß ich nicht. Wie du sagst, Nachricht raus an alle Leute, ihr müsst nicht jedem zeigen, was ihr so spielt. Entweder das, aber andererseits muss man sich auch für die meisten Spiele nicht schämen. Es gibt Spiele, für Was? die kann man sich schämen, das kann ich vollkommen nachvollziehen, aber jetzt nicht für Love Ghosty zum Beispiel. Nein, das Wenn ihr sowieso Bock nicht. habt, mit einem Geist andere zu verkuppeln, macht das gerne. Aber das stimmt schon, ja. Ich denke auch vom Artstyle und so weiter, es ist halt relativ häufig niedlich gemacht und dass das dann automatisch Frauen eher anspricht. Auch diese Interaktion mit NPCs, Unterhaltungen zu führen, soziale Kontakte irgendwie zu pflegen, auch wenn es digitaler Natur ist, könnte auch was sein, was eher Frauen anspricht als Männer. Ja, also ich fühle mich da so, was so Geschlechtersachen angeht, eigentlich nie angesprochen. Ich bin auch ein Sims-Hardcore-Spieler schon immer gewesen, was ja auch Ja, Sims ist ein gutes Beispiel. Als Frauenspiel immer abgetan wird, wo ich immer sage: „Warum, Leute?“ Also, wer Hm. sagt, das ist ein Frauenspiel, denke ich mir so, erstens ist das abwertend gemeint, was schon blödsinnig ist. Und zweitens, ihr wisst gar nicht, was ihr verpasst. Selbst wenn das Marketing auch mehr an Frauen gerichtet ist. Nur als Beispiel die Sims, absolut geniales Spiel, was ich auch jetzt mal gespielt hatte, was total ultra niedlich ist, schon wieder 'n VR-Game. Ich spreche halt viel über VR, ich weiß nicht warum, aber, jetzt muss ich mal gucken, Garden of Seas oder Seas of Garden. Ich verwechsel das immer. Das ist 'n Garden of the Sea. Das ist 'n Spiel, wo du, auf so mehreren Inseln bist, kleinen Inseln, und da sind da so ganz viele verschiedene Wesen, die so auch so 'n bisschen Pokémon-mäßig aussehen. Und die kannst du dann füttern und die helfen dir dann, Sachen abzubauen und schlag mich tot, und du baust so neue Sachen. Ist jetzt auch so ein bisschen rätselmäßig. Ist auch super niedlich und, ja, gefällt mir manchmal auch. Also, manchmal finde ich auch niedliche Spiele super toll. Also, sowas schreckt mich gar nicht ab, wenn etwas jetzt niedlich ist oder, für Frauen gemacht. Das finde ich immer blödsinnig, Ja. sich da auch irgendwie wegzuholen. Aber ich glaube, heutzutage ist das auch nicht mehr so ein Thema wie früher, wo marketingtechnisch das auch viel, viel krasser war, wo man viel Ja, krasser ja. zwischen Männer, Jungen und Frauen, Hm. Mädchenprodukte unterschieden hat. Ich glaube, das ist heute gar nicht mehr so krass, und heutzutage kann man als Mann auch eher sagen: „Ey, ich spiele sowas.“ Also, hier Beispiel Hello Kitty tatsächlich, hatte ich auf Steam 'n Review gesehen, wo einer geschrieben hat: „Ich glaube, ich bin 'n 40-jähriger alter Mann mit Bart und bla 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 und ich liebe dieses Spiel.“ Ich glaube, man kommt heute da auch 'n bisschen mehr raus, und auch hier, also, wenn 'n Zuhörer da ist und sagt: „Wir haben jetzt über Spiele gesprochen, die jetzt irgendwie so typisch Frau sind, pro spielt's trotzdem, das ist vollkommen egal, das ist einfach nur irgend 'n Blödsinn, den sich irgendwelche toxischen Leute im Internet Ja. ausdenken, um Sachen niederzumachen. Spielt das, worauf ihr Lust habt, und wenn's Hello Kitty ist, ich habe auch schon überlegt, das zu spielen. Ich habe halt nur keine Zeit. Ich habe eh s 'n riesen Backlog. Aber ich wollte es tatsächlich mal spielen, weil das super angepriesen wird. Also, das wird wirklich als 'n Top-Spiel angepriesen, ne?
Also, sehr faszinierend und deswegen allein aus Neugier, um mal zu gucken, was steckt denn hinter so 'nem Hello Kitty-Spiel, was jeder am Spiel ist. Ja, Um einfach nur mal zu gucken, was dahinter steckt, hatte ich mir das schon überlegt. Aber auch hier Animal Crossing würde ich zum Beispiel auch so Richtung für Frauen gemacht, sehen. Dieses mit sehr viel Socialing, mit den Tiermenschen, alles ist so niedlich und so nett und es ist 'n supergeiles und auch tiefes und komplexes Spiel. Also, ja, genau, Ja, ich ich denke, wir können uns finde auch. schon darauf einigen, dass es auch einfach Quatsch ist, das so, ja, zu kategorisieren. Also, letzten Endes können wir immer sagen, es gibt gewisse Trends, es gibt gewisse Spiele, die eher Frauen und eher Männer ah, ansprechen. Ja, Traditionell genau. gesehen, sage ich jetzt mal, aber wie du schon sagst, erstens gehe ich davon aus, dass sich das einfach sehr stark wandelt, auch über die vergangenen Jahre, jetzt gerade und auch noch weiter in Zukunft. Und letzten Endes, was ich meinte, wenn dich dann einer auslacht, wenn du Love Ghosty spielst oder so, damit wollte ich jetzt nicht sagen, dass das irgendwie so sein muss. Ich kann mir nur vorstellen, dass es Freundesgruppen gibt, wo das so wäre. Und Mhm. einfach mal an alle Zuschauer hier, es sind noch nicht viele, aber ganz ehrlich, wenn irgendwer in eurem Freundeskreis euch für irgendein Spiel auslacht, ey, dann habt ihr einen Freund weniger, ganz ehrlich. Da können wir drauf verzichten. Canceln, direkt canceln. Zumindest aus meinem Leben rausgecancelt. Also das brauche ich nicht, ganz ehrlich. Und keiner von Nein, euch das braucht das. ist auch Quatsch. Nein, ich wollte auch nicht damit irgendwie stark kategorisieren oder sowas. Ich wollte einfach nur mal in euren mhm. Erfahrungen reinhören, was ihr so darüber denkt und, Ach, und was ihr für Erfahrungen da wegen der gemacht Frage habt. mit meiner Frau, also bis auf Hello Kitty und Pikmin und sowas, Cozy Games kann sie gar nichts mit anfangen. Dafür hat sie versucht, Call of Duty zu spielen. Ist daran aber kläglich gescheitert, weil sie nie Computerspiele gespielt hat. Da habe ich sie mal gegen Bots spielen lassen. Ja, das ist aber eher 'ne Übungssache gewesen als irgendwas anderes. Aber Cozy Games können halt auch ein guter Einstieg sein. Ich meine, kein Zeitdruck, meistens einfach und keine Ahnung, man kann sich erst mal in einzelne Aspekte reinfinden, weil du immer dieses kleinteilige Gameplay hast. Aber ich denke, es ist allgemein für Anfänger, egal beider Geschlechter, wenn man jetzt mit Gaming gar nichts zu tun hat und erst mal 'nen Zeitvertreib, man kann das immer in kleinen Häppchen spielen, kann auch ein ganz guter Einstieg sein, weil viele auch 2D sind. Meistens haben Leute auch das Problem, dass sich im dreidimensionalen Raum irgendwie in Ego-Perspektive nicht Mhm, gut mhm. bewegen können. Die Erfahrung habe ich mit meiner Frau gemacht. Ich habe sie damals, ich meine, Vanishing of Ethan Carter spielen lassen oder sowas, weil sie auch an Mystery und Murder Mystery interessiert ist und dachte, das könnte eine ganz gute Idee sein. Ja, hätte ich, glaube ich, mit Maus und Tastatur mehr Erfolg gehabt, als ihr einen Controller in die Hand zu geben. Oder auch hier noch mal schon wieder VR, aber VR wirklich für Leute, die Probleme haben, mit Videospielen anzufangen. VR ist da sehr, sehr gut. Das hat meinen Eltern zum Beispiel auch massiv geholfen. Dass man Bewegung hat und das war's. Das Umgucken geschieht automatisch über den Kopf. Mhm. Ist Mhm. auch ein sehr guter Einstieg. Man muss nur gucken, dass die Leute nicht anfangen zu kotzen, wenn sie die Brille aufsetzen. Ich wollte gerade sagen, setz sie nicht direkt in Elite Dangerous oder in irgendeine Achterbahn-Simulator. Achterbahn-Simulator sowieso nicht. Und wenn jemand kommt und sagt: „Achterbahn-Simulatoren sind meine Cozy Games“, dann ist dieser Mensch krank. Das sage ich Entschuldige dir. bitte, Entschuldigung. Achterbahn-Simulator in VR, das ist krank, wenn man das als Cozy bezeichnen Nein, würde. also Achterbahn ist scheiße in Real Life und in VR. Ich mag nur Sachen, die sich drehen. Also so Also, Kirmes-Simulator mit Sachen, die sich drehen. Oh ja, ja. aber Achterbahn-Simulator in VR ist einfach nur sorgt dafür, dass du komplett deine Orientierung verlierst und dich übergeben möchtest. Und Na ja, also für bestimmte Leute bestimmt. Aber bist du schon mal in VR Breakdancer gefahren oder so? Nein, und ich will das auch nicht. Und wenn du mir sagst, dass das cozy ist, wie gesagt, dann bist auch du krank. Und Ich glaube, dazu das ist halt stehe ich. so verwirrend, weil die G-Kräfte, also die Fliehkräfte einfach fehlen. Du siehst dann, dass du dich drehst, aber Ja, deine Ohren sagen halt was ganz ja, anderes. das Geile ist halt, dass dein Gehirn diese Differenz versucht auszugleichen, sodass es sich Mhm. nahezu so anfühlt. Also also jeder Moment in meinem Leben, in dem ich ja zum Beispiel nicht Breakdancer fahren kann, da ist das zumindest kommt es dem sehr nahe und das, empfinde ich als, ja, Mir wird sehr schon schlecht, wenn ich bereichernd. nur gerade wieder an die Erfahrung mit dem Achterbahn-Simulator denke. Da kommt's mir schon wieder hoch. Also wir halten fest, jeder entspannt irgendwie auf seine Anders. eigene Weise und baut Bei selbst Som irgendwie Stress ab. bei Ja, und manche Zomboid, Der ei ne? Menschen, beschimpfen andere Leute dann und sagen denen, das ist krank, aber gut, Ja, das ist, manche Leute haben eben nur Hass im Herzen. meine subjektive Meinung, die objektiv korrekt ist.
Ah, sehr schön. Ja, ich hoffe, ihr seid entspannt durch diesen Podcast gekommen. Ich glaube, wir Schön. haben einen ganz guten Absprungpunkt gefunden und haben ein bisschen was abgedeckt. Auch wenn am Ende jetzt noch mal ein bisschen Konfliktpotenzial da war. Nein, wir haben uns alle lieb, alles gut. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Es hat großen Spaß gemacht. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, ihr könnt gerne auf unseren Discord-Server kommen. Der ist verlinkt in den Shownotes. Ansonsten lasst gerne ein Abo und ein Like da, egal auf welcher Plattform. Die Podcast-Version könnt ihr bei jeglichen Podcast-Anbietern sehen oder beziehungsweise hören, besser gesagt. Wenn ihr uns sehen wollt, müsst ihr natürlich auf YouTube gehen, aber ich glaube allerdings, die Videoversion ist auch auf Spotify verfügbar. Ich wünsche euch viel Spaß damit und wie gesagt, lasst gerne eine Bewertung da bei jeglichen Plattformen. Empfehlt uns Und gerne wenn eure Favorite Cozy Games. das auch, natürlich. Wir können natürlich hier nicht alles abdecken. Die Liste auf Steam ist ewig lang. Es kommen gefühlt täglich neue Spiele hinzu. Lasst uns gerne wissen, was ihr spielt, wobei ihr entspannt. Gerne auch, wie ihr entspannt. Habt ihr einen gewissen Platz? Macht ihr es euch gemütlich am PC? Würde mich auch interessieren. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend, einen schönen Tag, wann auch immer ihr den Podcast hört. Und wir hören uns nächstes Mal. Bis dahin. Ciao. Tschö.